Moin, Ladies and Gentlemen. Wieder darf ich euch zu einem sehr umfangreichen Video einmal begrüßen und ihr seht es auf dem Tisch, die Neuheiten reißen aktuell nicht ab. In Zusammenarbeit mit der Firma Airsoft2Go darf ich euch heute bereits die brandneue Ares AR308 in der Deluxe-Version einmal vorstellen. Bedeutet, hier bekommt man seitens Ares eine wunderschöne AR10, das Ganze direkt gleich mit einem sehr guten LPVO obendrauf, QD-Schalldämpfer, 2 Magazine und das Ganze wird auch noch einmal im Waffenkoffer geliefert. Hier also einmal das Deluxe-Paket. Dementsprechend schauen wir uns dieses wunderschöne Teil einmal im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Gut Leute, dann legen wir los, zunächst mal mit dem Lieferumfang. Wie vor dem Intro gerade schon angesprochen, wir haben hier eine Deluxe-Version. Dementsprechend bringt der liebe DHL-Mitarbeiter oder GLS, je nachdem wie das bestellt, bringt einen riesengroßen Karton und in dem Karton habt ihr letztendlich diesen Waffenkoffer einmal enthalten. Bedeutet, wir haben hier wirklich ein Deluxe-Paket, ihr bekommt den Koffer, ihr bekommt es richtig schön ausgekleidet innen drin, einfach so ein richtig schönes, stimmiges Gesamtpaket. So, wenn ihr dann den Koffer einmal öffnet, werdet ihr sehr, sehr happy sein, zumindest mir ging es so. Denn wenn ihr das mal aufmacht, oben alles schön einmal mit Schaumstoff und dann eben der gesamte Koffer innen drin wunderschön einmal ausgekleidet. Waffe liegt wunderbar und stimmig einmal drin, wie gesagt, sehr, sehr gut geformt alles, sicher für den Transport. QD-Schalldämpfer habt ihr enthalten, könnt ihr einfach vorne schnell draufstecken auf den Mündungsfeuerdämpfer. Ein LPVO ist dabei, was sehr, sehr gut ist. Das müsste meiner Meinung nach ein Nachbau oder ein Klon sein vom Vortex HD, 1 bis 6 x 24-fach. Wie gesagt, direkt gleich mit Montage, schöne Qualität oder gute Qualität. Dann da drüben seht ihr noch einmal 2 Midcap-Magazine sind ebenfalls enthalten und hier noch ein kleines bisschen Zubehör fürs LPVO. Habt ihr hinten noch so einen Einstellring, das schauen wir uns später alles einmal im Detail an. Also hier einfach, wenn ihr das Ding aufmacht, ihr seid einfach happy. Also ich habe mich sehr drüber gefreut, muss ich sagen. So, ein kleiner Punkt, ihr seht oder habt es gerade vielleicht schon gesehen, hier einmal der Handstop, wie auch diese 2 Abdeckungen für die M-Lock. Diese Teile sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs, die habe ich jetzt nachträglich noch einmal rangemacht. Dementsprechend seht ihr aber auch, dass die Knifte hier nicht ganz perfekt in die Form reinpasst, aufgrund des Handstops, was ich hier montiert habe. Ist aber nicht weiter schlimm, denn das Ganze wird später über den Schaum oben einmal zusammengedrückt. Der Schaum oben im Koffer ist dann einmal hinten geklebt an der Rückseite, also der fällt euch nicht raus oder sowas. Ihr habt aber hier unten an der Kante ebenfalls nochmal einen Laufreinigungsstab enthalten und einen witzigen Röhrenspeedloader seitens Ares. Das Ding ist natürlich totaler Crap, den könnt ihr wegschmeißen. Das innere Teil könnt ihr euch aufheben, das ist immer relativ brauchbar, wenn man mal einen Stopfer oder sowas hat im Lauf. Wie gesagt, das innere Teil, denn ansonsten nimmt das ganze Ding und schmeißt es in die Tonne. Wie gesagt, so ein Teil braucht heutzutage keiner mehr. Der Koffer ist auch von der Qualität in Ordnung. Ich würde ihn aber nicht mit, jetzt wollte ich schon sagen hochwertigen, aber sagen wir mal mit Waffenkoffern vergleichen, um die 130 bis 180 Euro. Da bekommt man qualitativ natürlich noch ein bisschen was Besseres, teilweise auch mit Rollen, dann mit Hebel zum Ziehen und sowas. Die sind natürlich von der Qualität ein bisschen besser. Aber hier für so ein Gesamtpaket von der Qualität in Ordnung. Wie gesagt, Form, alles hervorragend, 4 Schnallen vorne dran. Ich hatte nur ein kleines Problem. Vorhängeschloss ist der Durchgang ein bisschen klein. Bedeutet, wenn ihr hier einmal reinschaut in den Griff, habt ihr hier so einen Durchgang oder ein kleines Löchchen für ein Vorhängeschloss. Und das ist wirklich extrem klein und man bekommt das Schloss auch relativ schlecht auf, wenn man das Ganze hier rüber zuschließt. Dementsprechend, ich habe es einfach so gemacht, wo ich in die Halle gefahren bin. Ich habe einfach ein großes Schloss genommen und habe hier einfach direkt einmal um den Griff quasi das Vorhängeschloss rumgemacht, damit das Ding einfach abgesperrt ist. Wie gesagt, da ist das Löchchen ist ein bisschen klein geraten. Ist bei anderen Koffern meistens ein bisschen größer vom Durchgang her. Also wunderschönes Gesamtpaket, was man hier einmal von Airsoft2Go bzw. von Ares geliefert bekommt. Lasst uns anschließend gleich mit den technischen Daten einmal weitermachen. So, Ares AR308 in der L-Variante, bedeutet, wir haben hier die lange Version auf dem Tisch. Wer bei Ares mal schaut, dieses Modell gibt es auch noch als Carbine und ebenfalls als relativ kompakte CQB, keine Ahnung, als relativ kompaktes Modell. Auf jeden Fall nur die L-Variante.
ist jetzt, glaube ich, einmal zugelassen worden von Airsoft To Go. Ob die anderen kompakteren Modelle gegebenenfalls noch folgen, das weiß ich aktuell leider noch nicht. So, wie gesagt, das Ganze kommt aus dem Hause Ares und wird entweder in China oder in Taiwan produziert. Das weiß ich heute leider nicht genau. Kleines Beispiel, bei dem Modell war ein kleiner Aufkleber drauf, Made in China. Ich habe aber ebenfalls von Airsoft To Go die beiden anderen neuen Ares Modelle bekommen. Da ist ein Aufkleber drauf, Made in Taiwan. Also was jetzt? Also entweder hat Ares 2 Produktionsstätten, eine in China, eine in Taiwan. Das Modell kommt halt entsprechend aus China, oder diese beiden Unternehmen arbeiten oder Produktionsstätten arbeiten irgendwie zusammen. Wie gesagt, weiß ich leider nicht genau, wie das ineinander greift. Also entweder China oder Taiwan. So, dann der Importeur, wie gerade schon gesagt, Importeurzulassung, alles einmal von Airsoft To Go, und wir haben hier eben diese Deluxe-Variante mit diesem ganzen Zubehör, Waffenkoffer und so weiter und so fort. Und hierfür müsst ihr aktuell 765 € bezahlen. So, diese 765 €, die hören sich jetzt zunächst mal relativ teuer an. Ich muss euch aber sagen, aufgrund der Wirtschaftslage und der Inflation ist der Preis mehr als gerechtfertigt. Kleines Beispiel. Wie gesagt, das LPVO, was hier einmal enthalten ist, sehr, sehr gut und ist meiner Meinung nach ein Klon vom Vortex HD 1x6x24. So, jetzt geht ihr einfach mal bei AliExpress drauf und gebt oben in der Suche ein HD Leerzeichen 1x6x24. Dann findet ihr exakt dieses LPVO. Hierfür müsst ihr aktuell ohne Montage 180 € bezahlen, und wenn ihr die Montage noch mitnehmen wollt, bezahlt ihr stolze 220 €. Direkt in China, exakt für diese Optik oben drauf oder für dieses LPVO. Und das ist eben im Paket bereits enthalten. Dann der QD-Schalldämpfer inklusive passenden Mündungsfeuerbremse oder Mündungsfeuerdämpfer. Zahlt er im Regelfall für so ein Kit um die 50 bis 70 €. Ist auch enthalten. Dann 2 Magazine und ein Waffenkoffer ist auch noch mit dabei. Und wenn das alles mal zusammenrechnet, sind diese 765 € eigentlich schon fast günstig aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage, muss man sagen. Also 765 €. So, dann lasst uns einmal die Maße von der L-Version durchsprechen. Wir haben hier eine Gesamtlänge im eingeschobenen Zustand von 940 mm, und wenn wir den Schaft einmal komplett ausziehen, erreichen wir 970 mm. Das Ganze aber natürlich ohne Schalldämpfer. Packen wir hier vorne noch den Schalldämpfer mit drauf, erreichen wir eine Gesamtlänge von 1075 mm, und dementsprechend solltet ihr mindestens 1,80 Meter groß sein, um das Ding übers Feld schleppen zu können. Ansonsten könnt ihr das Ganze als Krüge verwenden. Also ist schon sehr, sehr lang, gerade mit Schalldämpfer. Dementsprechend hat allein der Schalldämpfer eine Länge von 210 mm. Dann 21 mm Pickrail, letztendlich nur im oberen Bereich, komplett bündig und durchgängig mit einer Länge von 555 mm. Am Vorderschaft links, rechts jeweils M-Lock-Positionen, hier 7 Stück und im unteren Bereich 5,5. Bedeutet 5 volle und im vorderen Bereich eine halbe M-Lock-Position. Und zu guter Letzt hier vorne nochmal eine kleine Pickrail mit 40 mm. Am Rohr vorne, Ares, 14 mm Rechtsgewinde, kein Counter-Clockwise, kein Linksgewinde. Wieder ein bisschen schade, bedeutet hier eine gewisse Limitierung. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Tracer verwenden möchte, braucht man einen Tracer, entweder einen Adapter dazwischen oder eben einen Tracer mit einem Rechtsgewinde. Das ist ein bisschen schade, aber halt wieder typisch Ares. Da haben wir wahrscheinlich in 10 Jahren immer noch ein Rechtsgewinde drauf. Die lernen da einfach nicht dazu. So, was haben wir noch? Dann einmal der Innenlauf. Hier wird es heute etwas interessanter, denn das Modell ist eigentlich für mich aufgrund der Größe und der Länge eigentlich eine DMR. Bedeutet, man spielt relativ defensiv dieses Modell, man campt sich irgendwo hin und nascht was. Nein, man campt irgendwo oder ist eben ein bisschen weiter draußen auf dem Feld und nimmt einfach schwere BBs und schießt auf eine gewisse Range. So, und hier haben wir bei dem Modell eine ganz kleine Limitierung im Vergleich zu anderen SR25 oder M- oder AR10 Modellen. Denn Ares baut hier keine V2.5 Gearbox rein, sondern eine Standard V2. So, bedeutet, wir sind mit der Lauflänge von 430 mm, mit dem Innendurchmesser von 6,08 mm aufgrund des Zylindervolumens hart an der Grenze. Hier haben wir ein Verhältnis vom Zylinder zum Lauf von 2,14:1. Bedeutet, alles was schwerer ist wie 0,36 Gramm, geht euch einmal die Luft aus. Ihr könnt natürlich mit dem gewissen Hop-Up auch 0,45 Gramm einmal verwenden, aber die Energie wird entsprechend abfallen, da eben die Kugel nicht komplett durch den Lauf einmal durchgedrückt wird. Also hier hart an der Grenze, V2 Gearbox, 16 Zahnsystem mit 430 mm Lauflänge. So, dann können wir gleich weitermachen. Einmal das Gewicht. Die Knifte mit Magazin, ohne Akku und ohne LPVO, 3565 Gramm. Und wenn ihr das LPVO da oben noch einmal drauf packt, erreicht ihr 4250
65 Gramm. Bedeutet, allein das LPVO wiegt um die 700 Gramm ungefähr. Wie gesagt, so wie es einmal komplett ist. Ist also dementsprechend auch ein kleines bisschen schwerer und eher für das defensive Spiel natürlich geeignet. Also Rushen braucht er mit dem Ding wahrscheinlich nicht. So, was haben wir noch? Natürlich haben wir auch bei diesem Modell im inneren Bereich das übliche Ares EFCS MOSFET-System, mittlerweile glaube ich in der Generation 3. Und die Waffe verfügt im hinteren Bereich über einen Dienst- bzw. T-Stecker. So, bleibt noch einmal Energie. Ich habe die Waffe wieder nachgekront, nicht nur out of the box, sondern ebenfalls mit einer anderen Nozzle. Denn die Nozzle dichtet leider standardmäßig nicht zu 100% ab und dementsprechend verlieren wir beim Übergang von Zylinderhead zur Nozzle ein kleines bisschen Luft. Das macht sich ein kleines bisschen auch in der Energie einmal bemerkbar. Out of the box Standard 1,5 mit 0,2 und knapp oder 1,5 bis 1,6 mit 0,2 und 1,5 mit 0,3 hatten wir. Wie gesagt, und jetzt habe ich euch noch eben noch mal einen Chronotest gemacht mit einer besseren Nozzle, denn da geht die Energie minimal ein bisschen weiter hoch und ist auch deutlich konstanter wie out of the box. Aber schauen wir uns einmal Chrono- und Schusstest direkt gleich mal an. Somit haken wir einmal Chrono- und Schusstest ab und was ihr vielleicht gerade im Chrono schon ein bisschen gesehen habt, dass die Energie out of the box ein kleines bisschen schwankt. Bedeutet, ihr habt standardmäßig, was hatte ich am Anfang, 1,5 bis 1,55 ungefähr oder 1,56 Grad, so schwankt also ein kleines bisschen. Schauen wir uns später im Detail an, denn die Nozzle verliert leider ein kleines bisschen Luft. Bedeutet, der Übergang zwischen Zylinderhead und Nozzle ist nicht ganz perfekt, da die Nozzle keinen O-Ring drin hat. Sobald ihr jetzt die Nozzle tauscht und eine reinmacht mit einem oder zwei O-Ringe, wird die Energie ein kleines bisschen höher und deutlich konstanter, was gerade bei so einem Modell sehr, sehr wichtig ist, dass ihr einfach keine Luft oder kein Volumen einmal verliert. Dementsprechend hier schon mal der erste Punkt, Nozzle sollte gegebenenfalls einmal getauscht werden, leider. So, dann Schusstest habt ihr gesehen, nur wieder 0,28 Gramm verwendet. Warum das Ganze? Ist ja eine DMR, sollte man eigentlich deutlich schwerer schießen. Geht aber aufgrund des Buckings nicht lange gut. Bedeutet, wir haben hier auch wieder seitens Ares das sehr weiche Silikon-Bucking einmal drin. 0815 Ares-System. Und wenn ihr dazu hoch geht mit dem Kugelgewicht, dann könnt ihr zwar mit dem gewissen Druckaufbau am Hop-Up natürlich auch schwere BBs hoppen. Das wird aber auf Dauer nicht lange gut gehen. Bedeutet, ihr braucht dann so viel Druck, dass euch das Bucking relativ schnell reißt oder eben zerbröselt. Dementsprechend, wer einfach schwerer gehen möchte oder das Ding eben mit 0,2er 30, 0,6er 30 Gramm betreiben möchte, der muss das Thema Hop-Up leider einmal angehen. Auch das sprechen wir später natürlich abschließend beim Lauf- und beim Hop-Up-System einmal im Detail an. So, Allgemeininformationen. Schauen wir uns dieses wunderschöne Stück zunächst mal kurz im Licht an. Und auch der Farbton, hier das Ganze in Midnight Bronze, sieht einfach unheimlich sexy aus.
Ist sogar eine der, ja aktuell eigentlich eine der schönsten AR10 Modellen auf dem Markt. Gut, natürlich ein kleines bisschen länger wie so eine BR10, aber wie gesagt, der Farbton, die Konstruktion oder das Design ist Ares hier mehr als gelungen, wie ich finde. Unheimlich stimmig, unheimlich sexy und ein kleines bisschen ausgefallen das Ganze. So, dann allgemeine Informationen, sprechen wir mal das Grobe ganz kurz durch. Vorne Mündungsbremse oder Mündungsfeuerdämpfer. Wie gesagt, hier 14 mm Rechtsgewinde, kein Linksgewinde. Das Ganze aber für den Schalldämpfer in QD. Bedeutet, wenn ihr den Schalldämpfer verwenden wollt, dann steckt ihr den einfach da drauf, dreht ihn, bis er nach hinten arretiert. Dann drückt er mit Schmackes zurück, dreht ihn um 90 Grad und dann arretiert er automatisch. Und dann sitzt der Schalli da vorne wunderbar und sauber einmal drauf und wackelt und klappert nicht irgendwie rum oder sowas. Also hier von der Umsetzung mit diesem QD-System Einwand pfiffi und funktioniert tadellos. Der Schalldämpfer selbst ist letztendlich auch nur ein Aluminiumröhrchen mit einer Feder drin und das Ganze ohne Schaum. Bedeutet letztendlich eine Attrappe und der Schuss wird nicht gedämpft. Das ist bei einem Airsoft-Schalldämpfer eh immer ein bisschen Quatsch, denn letztendlich sind alles Attrappen, aber ihr habt einfach einen anderen Klang, wie gesagt, wenn ihr einen Schalldämpfer drauf macht. So, dann habt ihr das Rohr und das finde ich auch gut von Ares umgesetzt, denn das Rohr ist im Vergleich zu einer AR15 oder zu den Standard M4-Modellen oder zu anderen Herstellern sehr, sehr dick gewählt. Bedeutet vom Durchmesser einfach ein bisschen größer. Dementsprechend sitzt das Rohr, auch wenn es ein Free Float ist, hier vorne hervorragend drin. Also kein Schwingen, kein Wackeln, einmal am Rohr vorhanden. Was auch gerade bei einer DMR natürlich sehr, sehr wichtig ist. Also Rohr schön dick das Ganze und sitzt hervorragend drin. Auch die Gasabnahme ist wunderschön einmal nachgebildet. Das zeige ich euch aber später einmal bei der Verarbeitungsqualität. Vorderschaft sitzt ebenfalls hervorragend, einmal bündig am Receiver dran, Übergang Pickrail oben perfekt, kein Zehntel irgendwie daneben, kein Spaltmaß oder sowas, ihr könnt problemlos drauf montieren oder so. Also hier Übergang perfekt und sitzt ebenfalls hervorragend dran, also kein Verdrehen, kein Wackeln, kein Klappern irgendwie, dass die Gasabnahme da irgendwie dagegen schlägt oder sowas, nix, das ist also in Ordnung, muss man sagen. Auch hier ist die Qualität vom Vorderschaft tipptopp, sauber gefräst das Ganze, nur was ihr gerade schon gesehen oder was ihr schon seht. Ich habe bereits hier M-Lock-Cover einmal drüber gemacht, 2 Stück und hier unten einen Handstop dran gemacht, damit man das Ding einfach ein kleines bisschen fester einmal vorne greifen kann. Wie gesagt, das kann jeder machen, wie er will, denn letztendlich habt ihr unten natürlich auch M-Lock-Positionen. Ihr könnt euch einen Griff dran machen, einen Study-Griff, einen längeren Griff, einen Angle, was ihr auch immer braucht, ist also hier einmal möglich. Dann seht ihr vielleicht ebenfalls kurz vorm Receiver habt ihr hier ebenfalls QD-Aufnahme für Riemenbügelösen. Hier das Ganze aus Stahl auf dem Aluminium-Vorderschaft einmal aufgeschraubt. Bedeutet hier nicht einfach nur ins Alu eingearbeitet, sondern einfach mit Stahl verstärkt. Finde ich gut und das Ganze eben links und rechts einmal vorhanden. Dementsprechend hier schon mal gut auch für Linksschützen einmal ausgelegt die Aufnahme QD. So, wenn wir gerade schon bei der QD-Aufnahme links und rechts sind, auch dieses Modell ist komplett beidseitig nutzbar und dementsprechend auch für Linksschützen eigentlich geeignet. Bedeutet, ihr habt den Verschlussfang vom Schützen aus links und rechts, ihr habt den Feuerwahlhebel auf beiden Seiten vorhanden und auch den Magazinauswurf findet ihr eben auf beiden Seiten einmal vor und funktioniert tadellos. Dementsprechend eventuell auch interessant, wie gesagt, einfach für Linksschützen. So, und hier kommen wir jetzt erstmal zum einen kleinen Punkt schon wieder, der mich ein bisschen stört. Die Qualität an sich ist wirklich hervorragend, die Farbe, das Design, alles super. Aber wir haben schon wieder 2 Federn drin, die unheimlich nerven. Einmal Spannhebel zurück. Ach, wunderbar, herrlich. Und wartet. Ach, Wunder, das hört sich doch klasse an, oder? Nee, mal Spaß beiseite, sowas triggert mich. 2 Federn, die einfach unheimlich nachschwingen, nachscheppern und das nimmt man auch beim Schuss einmal wahr, dieses Klingen von den Federn. Und wie ihr das beheben könnt oder schnell beheben könnt, zeige ich euch direkt kurz in der Nahaufnahme. Also Leute, wir haben leider auch bei diesem Modell 2 Federn, die sich unheimlich bescheiden anhören. Das ist wieder Standard. Einmal die Feder oben am Spannhebel hier innen drin, die klingelt und scheppert nach. Und ebenfalls die seitliche lange Feder hier, welche letztendlich euer Verschlussblech hier innen drin einmal federt. Bedeutet, hier habt ihr so ein richtig schönes... Oh, das geht gar nicht, sowas triggert mich einfach hart. Dementsprechend, wen das auch nerven sollte, Schraube rausmachen, hier in die Feder, am besten ein kleines bisschen Schaumstoff in die Feder reinstopfen oder ein richtig schönes zähes Fett verwenden.
Feder quasi einmal einfetten. Am besten dazu Spannhebel ein kleines bisschen zurückziehen, dann mit dem Pinsel richtig schön einfetten das Ganze und diese Feder hier ebenfalls. Hier könnte man sich eventuell überlegen, wenn man Schaumstoff verwendet, dass man hier seitlich zwischen Feder und Wandung hier ebenfalls einen Schaumstoff einmal reinlegt. Ich weiß aber nicht genau, wie gut dieser einmal hält. Ansonsten auch die Feder hier einfach richtig schön einmal einfetten, damit ihr dieses widerliche Klingeln einmal wegbekommt. Also mit ein paar kleinen Handgriffen bekommt man das Federklingeln schnell in den Griff. Bisschen Schaumstoff reinpacken oder wie gesagt ordentlich einfetten. Schaut aber, dass ihr eben für solche Federn wirklich ein richtig zähes Fett verwendet, am besten auf Silikonbasis, irgendwie 100.000 CPS oder sowas, damit einfach dieses Klingeln weggeht. Wenn ihr da einfach nur so ein dünnflüssiges Silikonöl drauf pinselt, das bringt überhaupt nichts. So, dann lasst uns weitermachen. Wie gesagt, beidseitig nutzbar. Schauen wir uns später natürlich noch ganz kurz im Detail an. Gerade Feuerwahlhebel sprechen wir dann noch mal ganz kurz drüber. Und dann habt ihr hinten einmal diesen Schaft, welcher komplett einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt ist. Hier gibt es einen kleinen Unterschied zu anderen vergleichbaren Schäften, denn dieser hat weiterhin im inneren Bereich die Standard Buffer Tube. Bedeutet, das Ganze wird eigentlich nur auf die Buffer Tube einmal aufgeschoben. So, könnt ihr einstellen in der Länge, indem ihr hier unten, seht ihr vielleicht so eine kleine Schraube rauskommt, die drückt ihr einmal mit Schmackes runter und dann könnt ihr das Ganze eben in mehreren Positionen einmal in der Länge einstellen. So, und das ist die maximal ausgezogene Länge einmal. Da muss man aber gegebenenfalls schon etwas größer dafür sein. So, auch die Wangenauflage lässt sich einmal in der Höhe einstellen. Das seht ihr hier einmal vom Schützen aus auf der rechten Seite hinten. Dieses QD-System bedeutet das einmal lösen, vielleicht einmal aufschrauben und dann könnt ihr auch die Wangenauflage in mehreren Positionen einmal auf eure Visierlinie oder auf die Höhe von eurer Optik einmal einstellen. So, dann abschließend hinten am Schaft hier noch einmal ebenfalls Aufnahme für einen Trageriemen. So, Akku einlegen. Jetzt könnt ihr euch schon denken, aufgrund des Schaftes sind wir auch hier ein kleines bisschen limitiert. Bedeutet, die maximale Kapazität, die hier hinten reinpasst, sind 1450 bzw. 1500 mAh, 11,1 Volt LiPo und mehr passt hier hinten leider nicht rein. Das ist in Ordnung, da eben wie gesagt, das ist einfach eine AR-10, man triggert da nicht wie ein Irrer, sondern gibt präzise und weniger Schüsse ab, einfach wie bei anderen Waffen und dementsprechend sind auch 1500 mAh eigentlich ausreichend für dieses Modell. So, zum Akku einlegen, ganz easy, wie gerade schon gesehen, zum Einstellen des Schaftes. Hier hinten die Schraube einfach ganz komplett bis Anschlag runter mit Schmackes und dann einmal komplett bis nach hinten rausziehen. So, und jetzt haben wir einen Punkt, den ich leider nicht ganz verstehe. Ares macht hier hinten nochmal einmal über ein Gewinde so eine Abdeckung drauf. Bedeutet so eine Kunststoffabdeckung, die könnt ihr einfach einmal runterschrauben. Stört, ist nervig, braucht kein Mensch, könnt ihr getrost irgendwie auf die Seite legen oder entsorgen oder whatever. Ihr könnt die Tube hinten also einmal problemlos einmal auflassen. Denn auch wenn der Schaft dann später drauf ist, wirklich Spritzwasser oder Regen kommt hier hinten nicht wirklich rein. Und ganz ehrlich, over the beach macht er mit dem Ding eh nicht. So, was ihr aber jetzt auch vielleicht sehen könnt, wenn wir die Waffe mal so herdrehen, die Steckverbindung ist, oder die Kabel sind seitens Ares relativ knapp bemessen. Bedeutet, ihr habt gerade hier hinten, kommt gerade so einmal der T-Stecker einmal raus. Das ist zum Anstecken, je nach Akku, ein kleines bisschen fummelig. So, wir nehmen jetzt einfach fürs Testen, wie gesagt, einmal einen 1500er. Das ist dieser hier, 11,1 Volt. Wie gesagt, stecken uns das Ganze da hinten rein und müssen halt jetzt ein bisschen fummeln, um das Ganze eben einstecken zu können. Denn wie gesagt, gerade dieser Akku hier hat ein bisschen ein kürzeres Kabel. So, einmal rein damit, rein, dann den Stecker hinterher. So, und dann ist das ganze Zeug da hinten drin. Und jetzt eben der eine Punkt. Wie gesagt, ihr könntet natürlich jetzt mit Gewalt da hinten noch diese Kappe draufschrauben. Ist aber doch Quatsch. Dementsprechend lasst das Zeug da hinten offen. Dann habt ihr hier einmal eure Steckverbindung. Und dann liegt der Akku da hinten einmal sauber drin. Und dann müsst ihr letztendlich nur einmal den Schaft wieder installieren. Bedeutet draufschieben, Schraube runterkräftig, komplett Anschlag vor, je nachdem. Und fertig, dann ist der Akku hier hinten drin. Und das ist, wie gesagt, das ist in Ordnung und das ist auch relativ benutzerfreundlich, muss man sagen. So, dann machen wir anschließend gleich weiter. Ansprechverhalten, Klangbild. Der Akku ist nicht mehr ganz voll, der müsst ihr um die 11,6, 11,5, 11,6 Volt noch haben. Den habe ich in der Halle beim Schusstest dabei gehabt. Dementsprechend das Ansprechverhalten jetzt ja nicht mehr auf dem
ja, nicht auf den vollen Akku einmal bezogen. Ist also ein kleines bisschen langsamer. Im Allgemeinen liegen wir hier bei einer Zyklenzeit, selbst bei 12 Volt oder vollgeladenem Akku liegen wir hier gerade mal bei 80 oder liegen wir bei 80 Millisekunden. Bedeutet Standard-Ares-System, wie man es eigentlich kennt, kein super High-Torque-Motor drin, der irgendwie fancy schnell ist, fancy stark ist und dementsprechend gemütliche 80 Millisekunden. Ist aber meiner Meinung nach auch ausreichend. So, also hören wir uns das Ding einmal im Klang an. Ich habe hier einmal ein Magazin vorbereitet, da sind 0,28 Gramm BBs drin. Einmal rein mit dem Ganzen und dann hören wir uns das Teil mal an. Audio werde ich euch wieder direkt übers Richtmikrofon einmal auf der Kamera aufnehmen. Also, hören wir mal. So, leer. Also vom Klang her kann man eigentlich gar nicht maulen. Wir haben ein ganz leichtes Kreischen eigentlich nur drauf von den Gears. Ansonsten ist der Klang in dem Ding eigentlich in Ordnung, muss man sagen. Natürlich, wir haben Standard Ares Gears drin, die sind immer ein ganz kleines bisschen lauter. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich schon Ares Waffen out of the box hatten, die sich deutlich schlimmer angehört haben. Also das ist in Ordnung. Natürlich, wenn man schneller triggert, nimmt man so ein kleines Kreischen ein bisschen wahr. Das ist aber für ein Ares-System meiner Meinung nach auch in Ordnung. Wie gesagt, haben wir schon deutlich Schlimmeres einmal gesehen. Okay, also Ansprechverhalten ist in Ordnung. Und jetzt können wir letztendlich nur noch über einen Punkt sprechen und das ist einmal das Federschnellwechselsystem. Zum Federwechsel gehen wir letztendlich genauso vor wie zum Akku einlegen zunächst einmal. Bedeutet, Schaft einmal komplett nach hinten einmal abziehen. So, und dann findet ihr hier hinten einmal eine kleine Schlitzschraube vor. Bedeutet, diese Schlitzschraube löst ihr einmal. Denn wie vorhin schon mal angesprochen, hier ist letztendlich diese ganz gesamte Aufnahme für den Schaft ist letztendlich nur einmal auf der Buffertube aufgeschoben. Bedeutet, ihr habt jetzt nicht zum Beispiel wie beim Kublai, dass das Ganze hier einfach ein komplettes System ist, was von innen geschraubt wird, sondern ihr habt weiterhin eben eine Buffertube einmal dran. Schauen wir uns aber gleich einmal an. So, also die Schraube hinten muss einmal raus und dann müsst ihr mit sehr viel Kraft, wie gesagt, wirklich sehr viel Kraft, das Ding hier nach hinten einmal abziehen. Das geht standardmäßig, geht es brutal schwer und geht normalerweise sogar noch ein bisschen straffer. Was ihr aber vielleicht auch schon ein bisschen sehen könnt, wenn ich es ein bisschen ins Licht reindrehe, ich habe hier hinten bereits ein kleines bisschen Silikonöl einmal aufgesprüht, damit man das Ding einfach ein bisschen leichter abziehen kann. Denn standardmäßig musste ich das Ding wirklich zwischen die Beine klemmen und dann mit 2 Händen das Ding einmal abziehen, damit es sich gelöst hat. So, einfach einmal abziehen, dann habt ihr hier unten diesen Halteblock, da habt ihr hinten das Gewinde drin, sitzt letztendlich nur hier unten einmal dran. Und dann seht ihr hier eine Standard Buffer Tube. Bedeutet hier ganz normal jetzt einmal die Kaselnaht lösen, braucht ihr so ein AR-15 Tool dafür, so ein Schlüsseltool. Hier hinten rein, dann Kaselnaht einmal anlösen, das Ganze einmal aufschrauben, dann könnt ihr die gesamte Buffer Tube einmal nach hinten abschrauben. So, hier noch die Plate weg und einmal drehen. So, dann ziehen wir die ganze Tube einfach einmal nach hinten ab und voilà, ihr kommt von hinten jetzt da direkt einmal an den Spring Guide ran. Das müsst ihr dann normalerweise kennen von Ares, ist auch wieder der Spring Guide, der über ein Gewinde reingeschraubt wird. Bedeutet einfach großen Schlitzschraubendreher nehmen, Spring Guide hinten aus dem Gewinde rausschrauben, Feder rausnehmen, neue rein, alles wieder zusammenschrauben, fertig. Vielleicht nicht ganz so benutzerfreundlich wie das ein oder andere Federschnellwechselsystem, aber man kommt dennoch recht zügig dran, muss ich sagen, und dementsprechend wird der Punkt Federschnellwechselsystem heute auch einen Pluspunkt geben. Natürlich, es gibt benutzerfreundlichere, es gibt schnellere Federschnellwechselsysteme, aber wie gesagt, 2 Minuten, 3 Minuten habt ihr da eine andere Feder drin. Dementsprechend ist in Ordnung, gebe ich heute einen Pluspunkt drauf. Federschnellwechselsystem ist also vollkommen in Ordnung. Und was ihr auch gesehen habt, ihr könnt aufgrund der Standard Buffer Tube hier hinten natürlich auch problemlos andere Schäfte einmal verwenden. Nur aufpassen, Maße blende ich euch hier oben ein, dass ihr vielleicht mal nachmessen könnt, ob eurer passt oder nicht. Und aufpassen, eben nur Schäfte, die über die Buffer Tube drüber gehen. Bedeutet, besondere Schäfte, die mit dem Spring Guide verschraubt werden, sind hier nicht kompatibel. Beispiel, der Kublai Schaft, dieser Magpul-Klon, dieser UBR, der wird quasi hinten in den Spring Guide reingeschraubt mit einer M5 Schraube und entsprechend fixiert. Und das ist eben standardmäßig mit dem Ares Spring Guide nicht möglich, da kein Gewinde vorhanden. Andere Schäfte, die einfach über die Tube drüber gehen, sind entsprechend problemlos kompatibel.
So, lasst uns anschließend gleich weitermachen mit dem Thema Magazin. Wir haben am Anfang schon gesehen im Lieferumfang, ihr habt 2 Mid-Cap-Magazine im Koffer einmal enthalten und diese sind von der Qualität wirklich klasse. Können wir gar nicht schimpfen, ist kompletter Polyamid mit Kunststoff, richtig schön griffig einmal, lässt sich null verdrehen, null verwinden, kein Knarzen und dementsprechend, selbst wenn mal so ein Magazin droppt und euch irgendwie auf Beton fällt, es ist egal. Also hier gut konstruiert, solide konstruiert, gute Magazine. Kapazität sind je Mid-Cap-Magazin 130 Schuss und ist natürlich für so eine AR-10 locker ausreichend. Ein Punkt stört mich wieder ein kleines bisschen, die sind wieder relativ lang. Ich bevorzuge es bei einer AR-10 relativ kleine oder kompakte Magazine zu haben. Die sehen einfach ein bisschen stimmiger aus. Aber das ist Geschmackssache. Wie gesagt, 130 Schuss Mid-Cap und funktioniert tadellos. Auch von den Kosten, wenn ihr jetzt noch zusätzliche Magazine nachkaufen möchtet, geht es in Ordnung meiner Meinung nach. Ich habe zum Beispiel bei... War das Airsoft Zone? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich welche lieferbar gesehen für 21 Euro. Das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, 21 Euro Ersatzmagazin. So, Kompatibilität können wir auch gleich drüber sprechen. Dann habe ich mir auch mal angeschaut. Ihr müsst natürlich hier aufpassen bei diesem Modell, dass ihr zwar AR-10 Magazine verwenden könnt. Ihr müsst aber darauf achten, dass der Kugelausgang relativ mittig sitzt. Bedeutet aufgrund der V2 Gearbox. Habt ihr jetzt Magazine, die für eine V2.5, also für ein 19-Zahn-System ausgelegt sind, dann ist der Kugelausgang weiter vorne. Das kann ich euch hier zum Beispiel mal bei den beiden zeigen. Hier einmal das Magazin von der Mod 25 von Syma, Kugelausgang direkt vorne an der Kante und natürlich auch G&G GR25 ebenfalls komplett vorne. Diese Magazine sind mit der Standard Gearbox natürlich nicht kompatibel. Andere Magazine, die eben AR-10 mit V2 geeignet sind, sind kompatibel. Beispiel zum Beispiel, was ihr ganz am Anfang schon gesehen habt. Hier habe ich ein TR16 Magazin von G&G. Das ist unheimlich schönes Magazin, leicht transparent, rauchig, mit diesen Fake-Patronen drin. Und auch dieses ist mit einer ganz kleinen Anpassung einmal kompatibel. Hier müsst ihr letztendlich nur, wenn ihr euch das Magazin mal neu anschaut, habt ihr hier vorne so einen Steg einmal dran, der ist ungefähr 1 Millimeter hoch. Den müsst ihr einfach einmal komplett entfernen und dann müsst ihr die Halterung für den MagCatch um ca. 2 bis 3 Millimeter einfach ein bisschen weiter nach vorne verlängern. Und dann funktionieren diese G&G Magazine wirklich tadellos und die sind auch noch ein kleines bisschen kompakter wie die Standard Ares Magazine. Dementsprechend, wie gesagt, wenn ihr zufällig solche habt, kleine Modifikationen, kleine Anpassungen, passen die TR16 Magazine problemlos in die Ares einmal rein und feeden natürlich ebenfalls mit der Original Hop-Up-Kammer problemlos. So Leute, also so viel zum Thema Magazin und Kompatibilität. So Leute, machen wir weiter. Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit und die verwendeten Materialien. Wir fangen wieder vorne an, einmal bei der Mündungsbremse. Da habe ich euch, glaube ich, vorhin Mist erzählt. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine gesagt zu haben, Mündungsbremse ist aus Zink. Das ist nicht korrekt. Mündungsbremse ist bei diesem Modell einmal komplett aus Stahl gefertigt. Wie gesagt, komplett aus Stahl. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe vorhin Zink gesagt. So, dann wie vorhin auch schon angesprochen, 14 mm Rechtsgewinde auf dem Auto und dementsprechend nicht zu allen Mündungsbremsen oder Tracer einmal kompatibel das Ganze. QD-System habt ihr vorhin schon mal gesehen, bedeutet Schalldämpfer einfach mit Schmackes draufschieben, nach hinten pressen über die Federspannung um 90 Grad drehen und dann arretiert der Schalldämpfer hier vorne wunderbar einmal auf dieser Mündungsbremse. Er wackelt nicht rum und er wird schön gerade einmal geführt. Also er sitzt jetzt nicht irgendwie um ein paar Grad versetzt nach unten, damit die Kugeln irgendwie vorne hängen bleiben und zerbröseln. Nein, der wird richtig schön gerade einmal geführt auf der Mündungsbremse. Also hier von der Qualität in Ordnung. Solltet ihr die mal runterschrauben wollen, aufpassen, wird im unteren Bereich ebenfalls mit einem kleinen Gewindestift einmal gesichert. Bedeutet erst losschrauben, dann abschrauben und das Ganze ganz normales Rechtsgewinde, also wie man es in Deutschland eigentlich gewohnt ist. So, der gesamte Auto habe ich euch auch vorhin schon mal bei den Allgemeininformationen kurz angesprochen. Wenn ihr den mal euch anschaut, der ist gerade im Vergleich zu einer TR16 308 deutlich oder um einiges dicker von der Wandung her oder vom Durchmesser. Bedeutet hier einfach aufs Kaliber, dem Kaliber natürlich entsprechend. Das fand ich damals bei G&G irgendwie ein bisschen, ja, nicht ganz so schön, eine 308er oder eine AR10 und dann haben sie so einen mega dünnen Outer da drin. Dementsprechend habe ich mir ja damals so ein Carbonrohr einmal drüber gezogen, damit es ein bisschen dicker wird. Also hier auf jeden Fall von Grund auf schon dicker, mehr Wandung und dementsprechend aber auch mehr Masse oder beziehungsweise einfach solider oder stabiler. Bedeutet auch, wenn ihr hier vorne mal wackelt, dann müsst ihr wirklich mit aller Gewalt das Ganze
dagegen pressen, damit ihr ansatzweise das Rohr hier vorne einen Millimeter bewegen könnt. Sitzt also auch bei dem Free-Float-System hervorragend drin und es bauen sich keine Vibrationen einmal auf. Also hier, wie gesagt, schön dick, schön solide und passt einwandfrei. Meiner Meinung nach ist der gesamte Outer zweiteilig und das kann ich euch heute leider gar nicht korrekt sagen, denn wenn ihr euch das genau anschaut, habt ihr diesen vorderen Bereich, das wird an der Gasabnahme, wird der Teil quasi ein bisschen dicker vom Außendurchmesser. Das funktioniert aber natürlich nicht, sonst könnten sie die Gasabnahme nicht installieren. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der vordere Bereich vom Gewinde bis zur Gasabnahme ein Teil ist und der hintere Bereich nach der Gasabnahme ist dann das zweite Teil. Hier ist aber alles so stark miteinander verschraubt und ich gehe auch davon aus, dass es verklebt ist. Denn es war mir nicht möglich, hier den vorderen Bereich einfach irgendwie abzuschrauben. Wie gesagt, wollt ihr das lösen, ihr könnt es von mir aus mal heiß machen, mache ich jetzt bei diesem Review-Modell aber nicht. Was ich auch sehr schön finde, ist einmal die nachgebildete Gasabnahme, auch hier dran gedacht, quasi im Vorderschaft die Aussparung quasi einzuarbeiten, damit man überhaupt an die Gasabnahme rankommt, wenn man zum Beispiel einen Schalldämpfer verwendet. Ist natürlich im Airsoft Blödsinn, aber es ist doch schön, dass uns so ein kleines Detail einmal darauf geachtet wurde, dass man eben hier die Gasabnahme einmal umstellen kann bei einem Real Steel Modell. Also hier schöne Öffnung einmal drin, schöne große Fräsung und eben die Gasabnahme. Sehr schön nachgebildet mit dem Einstellrad oben dran. Dann können wir uns direkt den Rest einmal anschauen von dem Vorderschaft. Auch hier wie vorhin schon angesprochen, komplett einmal Aluminiumprofil, CNC nachbearbeitet, beziehungsweise also einmal ein Aluminiumprofil quasi kommt aus der Maschine raus und letztendlich die gesamte Pickrail oben, die ganzen Öffnungen, SM-Lock ist dann letztendlich in dieses Profil CNC eingefräst worden. Habe ich euch auch schon mal erklärt, das merkt ihr gerade bei der Pickrail, wenn ihr hier oben drüber fahrt. Wenn ihr eine scharfe Kante habt, dann ist es gefräst. Wenn das eher rund ist, dann kommt es komplett einmal aus der Form raus. Dann habt ihr also sozusagen ja, ein Gussteil, kann man eigentlich sagen, oder gesintertes Teil. Also hier Aluminium, Qualität hervorragend und CNC bearbeitet, ebenfalls hervorragend. Wie vorhin auch schon mal angesprochen, sitzt perfekt einmal auf der Barrel Nut drauf. Also hier keine Möglichkeit, das Ganze irgendwie zu verdrehen. Auch wenn ihr vorne dagegen presst, ihr habt nirgendwo irgendwie Spiel drauf. Und es sitzt komplett plan und aufs Zehntel genau hier oben einmal mit dem Receiver bzw. mit dem Übergang Vorderschaft zum Receiver. Also hier kein Versatz, sondern die Rail ist einfach komplett einmal sauber und bündig. Farbton habe ich vorhin schon kurz angesprochen, ist Midnight Bronze und hier ist der Vorderschaft wie auch der Receiver exakt identisch. Also nicht wie zum Beispiel bei dieser ICS Limited Mars, wo der Receiver ein bisschen einen abweichenden Farbton zum Vorderschaft hatte. Das ist hier nicht der Fall. Bedeutet, das Material oder alle Bauteile haben exakt denselben Farbton. So, dann haben wir natürlich am Vorderschaft ebenfalls diese M-Lock-Positionen drin, habe ich euch vorhin schon mal angesprochen. Hier habe ich einfach noch so ein Cover einmal reingeklipst, quasi da, wo man mit der Hand einmal greift. Und einfach hier vorne nochmal so ein Handstop. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch alles einfach blank lassen. Oder vielleicht Paracord durchziehen. Das ist auch immer recht schick und recht griffig. Je nachdem, wie ihr wollt. Viele flexible Möglichkeiten hier. Und wie vorhin auch schon angesprochen, hier seht ihr jetzt mal im Detail kurz die QD-Aufnahme. Bedeutet hier nicht einfach nur die Aufnahme für die Riemenöse oder Riemenbügelöse einfach ins Aluminium reingemacht, damit sie irgendwie relativ zügig ausreißen kann, sondern hier wird das Ganze einfach in einem Stahlteil gehalten. Ist natürlich dementsprechend deutlich robuster, als wenn es nur Aluminium wäre. Und natürlich diese QD-Aufnahme einmal links wie auch rechts einmal vorhanden. Der Vorderschaft wird dann letztendlich auf der Barrel Nut einmal aufgeschraubt und zusätzlich einmal im unteren Bereich verpresst das Ganze. Ist also in der Mitte quasi geschlitzt und presst ihr dann auf die Barrel Nut einmal auf. Auch der gesamte Receiver besteht dann letztendlich, wie man es gewohnt ist, einmal aus Aluminium. Hier klassischer AR10 bzw. SR25 Receiver. Aber das Ganze natürlich einmal beidseitig nutzbar, wie vorhin schon einmal gezeigt. Auch hier, wie gerade nochmal angesprochen, hier könnt ihr euch nochmal die Farbe anschauen. Vergleich Vorderschaft eben zum Receiver, Upper, Lower. Passt einfach perfekt und ist aus einem Guss. Dementsprechend hier perfekt. Und auch die Verarbeitungsqualität vom Receiver ist nahezu perfekt. Also nahezu perfekt eigentlich auf VFC-Niveau. Ein einziges Spaltmaß, wo man ein bisschen erkennen kann, ist hier hinten der Winkel, wo der Upper Receiver und der Lower Receiver sich einmal verbinden. Da haben wir einen minimalen Spalt einmal drin.
Das kann man aber getrost ignorieren. Dementsprechend finde ich auch heute ist die Verarbeitungsqualität gerade bei den Externals wirklich hervorragend. Hier also absolut keinen Unterschied jetzt zum Beispiel zu einer VFC. Da wir hier natürlich einen AR10 Receiver einmal haben, das Ganze deutlich dickwandiger wie bei einer AR15, bedeutet allein der Upper Receiver hat im oberen Bereich eine Wandstärke von 2 bis 3 mm. Und dementsprechend ist einfach das Teil ein bisschen wuchtiger, aber dadurch auch natürlich auch deutlich solider. So, Receiver ist wie gesagt klasse, passgenau ist super. Die Info übrigens zu den Pins, diese werden hier bei diesem Modell einmal geschraubt und nicht gesteckt. Bedeutet, wenn ihr Upper-Lower trennen wollt, müsst ihr den vorderen Pin einmal mit dem Inbus lösen. Denn wie gesagt, wird hier geschraubt und nicht einfach nur gesteckt. So, dann nochmal kurz zu den Bedienelementen. Da können wir nochmal ganz kurz ansprechen. Natürlich, wie vorhin schon gesehen, einmal der Bolt Catch bzw. der Verschlussfang einmal mit Funktion und das Ganze eben vom Schützen aus auf der rechten Seite einmal zu lösen, zack. Und natürlich ebenfalls vom Schützen aus auf der linken Seite zu lösen. Auch der Magazinauswurf Standard vom Schützen aus auf der rechten Seite einmal hier zu finden und vom Schützen aus auf der linken Seite ebenfalls nutzbar. Und das funktioniert tadellos. Was ich ebenfalls im Vorfeld schon mal getestet habe, denn wenn ihr jetzt mal seht, wenn ich meinen Finger lang mache, dann komme ich hier gerade mit der Fingerspitze hier einmal an den Magazinauswurf einmal ran. Bedeutet, ich habe kleine Hände. Nein, bedeutet aber auch, ich habe schon im Vorfeld geguckt, ob gegebenenfalls solche Druckplatten von anderen Magazinhaltern hier passen. Und diese passen perfekt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Retro-Arms hernehmt oder so einen sehr günstigen E&C Ambidex Magazinauswurf, da könnt ihr problemlos den Druckknopf hier einmal mit dem Original Ares Magazinhalter kombinieren. Bedeutet, ihr könnt hier einfach eine größere Druckplatte hinbauen, damit ihr eben hier wunderbar einmal an den Magazinauswurf einmal rankommt, auch wenn ihr etwas kürzere Finger einmal habt. Wie gesagt, hier das Ganze eben zu Standard AR15 kompatibel vom Magazinauswurf. So, dann müssen wir kurz über den Feuerwahlhebel sprechen. Der ist, wie vorhin auch schon angesprochen, einmal beidseitig nutzbar, vom Schützen aus links wie auch rechts. Ebenfalls seht ihr, vom Schützen aus rechts habt ihr ebenfalls hier wieder diese kleine Aussparung oder beziehungsweise der Feuerwahlhebel wird hier ein bisschen schlanker. Hilft natürlich gerade beim Abzug, wenn ihr hier mit dem Finger hinkommt, dass eben der hier nicht im Weg ist. Ihr könnt aber auch hier, wenn ihr Linksschütze seid, einfach die beiden Feuerwahlhebel miteinander tauschen. Bedeutet, ihr macht den hier mit der dünnen Fläche vom Schützen aus links hin und den mit der vollen Fläche einfach vom Schützen aus auf der rechten Seite. Dann, wie vorhin schon angesprochen, das Ganze bei gut Deutschland natürlich Safe Semi und im Österreich oder der Schweiz wäre das Ganze natürlich auch noch im Full-Auto-Modus einmal betreibbar. Bei uns eben nicht. Da wir hier eine AR10 haben und eher eine DMR haben oder eine SPR haben, ist das Ganze aber auch für Semi-Only eigentlich perfekt geeignet. So, jetzt müssen wir aber kurz im Detail nochmal über diesen Feuerwahlhebel sprechen, denn der kratzt und hakt ein bisschen. Bedeutet, wenn ihr später mal die Gearbox euch genauer anschaut, diese Zahnräder innen drin, wie soll ich sagen, es ist immer gesund, wenn Zahnräder ein gewisses Zahnspiel haben. Das darf natürlich nicht zu hoch sein, ansonsten würde er auf dieser Seite hier sehr stark wackeln. Das macht er nicht. Hier haben wir aber überhaupt kein Zahnspiel drin. Bedeutet, die Zahnräder für den Feuerwahlhebel innen drin, die reiben aneinander. Und das wiederum nehmt ihr beim Umschalten ein kleines bisschen wahr. Bedeutet, ihr habt nicht dieses Knackige, dass er einfach so springt. Das habt ihr hier nicht. Ihr merkt also hier ein kleines bisschen Reibung beim Umschalten. Auch standardmäßig muss ich sagen, wo die Waffe neu gekommen ist, war der Feuerwahlhebel noch deutlich schwergängiger. Wenn ihr da 50, 60 Mal das Ding ein bisschen hin und her bewegt, dann arbeitet sich das Ganze etwas ein und er wird ein bisschen leichtgängiger. Dieses leichte Kratzen bekommt ihr aber nicht komplett einmal raus. Und was man ebenfalls vielleicht ansprechen kann, das ist jetzt zwar nicht relevant, denn man merkt im normalen Schussbetrieb nicht, dass der Feuerwahlhebel selbst oder dass das Loch für den Feuerwahlhebel im Receiver ein ganz kleines bisschen zu groß ist und dadurch der Feuerwahlhebel links wie auch rechts ein ganz kleines bisschen in der Bohrung Spiel hat. Bedeutet, der ganze Hebel kann hier ganz minimal ein bisschen im Loch wackeln. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier also ein ganz kleines bisschen Spiel einmal vorhanden. Aber wie gesagt, das merkt er letztendlich beim Umschalten nicht wirklich.
Bedienelemente sind zum größten Teil aus Zink gefertigt, nur der Abzug ist einmal aus Stahl. So, aus Stahl gefertigter Abzug. Ihr seht Standard Ares Flat Trigger und dementsprechend natürlich auch nicht, oder aufgrund des EFCS-Systems nicht zu Standard AR15 oder zu Standard SAEG Triggern einmal kompatibel. Ihr seid also auf den Ares Abzug einmal angewiesen. Hier können wir nur ansprechen, dass das Abzugsgewicht hier sehr lasch ist. Ist aber gar nicht verkehrt. Also hier die Feder quasi ultra lasch. Das seht ihr beim kleinsten Tippen. Hier also das Abzugsgewicht wirklich so gut wie kaum vorhanden. Einfach sehr lasch. Ihr nehmt auch im hinteren Bereich keinen Druckpunkt oder so wahr, aber ihr hört dieses feine kleine Klicken von dem Mikrotaster vom Ares EFCS einmal innen drin. Und wie gesagt, wie man so ein Ares einfach gewohnt ist, ihr zieht den Abzug und im hinteren Bereich, in den hintersten 2 bis 3 mm, löst dann die Waffe einmal aus. Wie gesagt, hätte vielleicht noch ein kleines bisschen straffer gefedert sein können vom Abzugsgewicht her, aber das ist jedem selbst überlassen, ob einem das gefällt oder nicht gefällt. Abzugsbügel habt ihr ebenfalls ein kleines bisschen erweitert, bedeutet, vielleicht, warte mal, ich drehe es mal ein kleines bisschen, so jetzt seht ihr hier aus Kunststoff der Abzugsbügel am Receiver unten dran und hier einfach eine kleine Erweiterung, dass ihr hier einfach einen Finger reinlegen könnt. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall eine Ablage, falls der Finger müde wird, einmal vorhanden. Über den Pistolengriff braucht man im Regelfall nicht großartig drüber schwätzen. Es ist ein Standard-Pistolengriff von der SAEG AR15, AR10, whatever. Standard, aber das Ganze relativ modern, ohne diese störende Wulst, aber im Winkel. Also nicht wie die modernen PCM oder sowas, dass er relativ gerade ist, sondern weiterhin im Winkel. Fühlt sich aber extrem gut an, muss ich sagen. Gerade im Bezug zu anderen hat Ares den gesamten Pistolengriff extrem schlank gefertigt, obwohl er eigentlich von der Gesamtbreite hier ebenfalls wie alle anderen 30 mm hat. Bedeutet, der Motor muss natürlich hier einmal reinpassen. Es ist also kein Slimline-Motor einmal drin. Aber dennoch ist er überall anders, wo der Motor eben nicht ist. Gerade hier hinten, hier vorne, unheimlich schlank gefertigt. Und dementsprechend fühlt er sich auch im Vergleich zu anderen einfach nicht so wulstig an. Wie gesagt, er ist unheimlich schlank. Ich glaube, noch schlanker kann man das Ding gar nicht mehr konstruieren. Sonst würde kein Motor mehr reinpassen. Also hier Polyamid-Kunststoff, Qualität hervorragend, sehr stimmig. Hinten einmal hochgehen vom Winkel her, liegt hervorragend und stimmig in der Hand. Wie gesagt, Pistolengriff finde ich gut und wirkt einfach unheimlich schlank im Vergleich zu anderen. Qualität natürlich ebenfalls tipptopp. Dann bleibt uns letztendlich nur noch der Schaft einmal hinten. Hier habt ihr es vorhin schon mal gesehen beim Federschnellwechselsystem, dass wir hier letztendlich eine handelsübliche Buffer-Tube einmal drunter haben sozusagen. Also diese Bereiche ist letztendlich nur einmal ein Überzug. Hier zunächst mal wichtig, der gesamte Schaft, alle Bauteile, also Wangenauflage, das Teil hier, der Schaft selbst eigentlich, ist alles komplett aus sehr soliden und sehr robusten Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil gefertigt. Und von der Qualität her und von der Haptik wirklich ein Traum. Also richtig gut von Ares einmal umgesetzt, richtig schön massiv das Ganze, sitzt einfach wunderbar und spielfrei da hinten einmal dran. Wie gesagt, hier, wenn er da mal ordentlich dran nödelt und macht, da wackelt einfach nur die ganze Waffe. Denn das ganze Ding hat einfach so gut wie oder gar kein Spiel. Dementsprechend hier auch von der Umsetzung, von der Passgenauigkeit, von der Führung unten wirklich klasse. Vom Material, wie gesagt, Polyamid-Kunststoff. Hier einmal die Castle Nut ist aus Stahl gefertigt, ebenfalls die Endplate und die Buffer Tube aus Standard Aluminium. So, wie vorhin schon mal gesehen, hier unten über diesen Stahlknopf links und rechts könnt ihr das Ganze ebenfalls nochmal in der Länge einstellen. Bedeutet kräftig ziehen, dann könnt ihr das Ganze eben nochmal ein bisschen ausschieben oder eben einmal komplett weiter reinschieben. Der gesamte Schaft ist aber im Vergleich zu anderen ca. 25 bis 30 mm ein kleines bisschen länger. Bedeutet, die Standardschäfte hören relativ kurz hinter der Buffer Tube einmal auf. Das ist bei dem Schaft hier nicht der Fall. Bedeutet, er ist einfach im Vergleich zu anderen hier hinten noch mal ein bisschen länger, auch im nicht ausgeschobenen Zustand. Müsst ihr ein bisschen beachten, aber wie vorhin auch schon angesprochen, gefällt euch der Schaft nicht oder wollt ihr einen anderen haben, könnt ihr auch andere Schäfte verwenden, die ihr direkt auf der Buffer Tube einmal aufschieben könnt. Aber wie gesagt, der Schaft ist klasse und auch die Wangenauflage könnt ihr über eine Rasterung, über dieses QD-System, über den Hebel hier einmal in der Höhe einstellen und sozusagen eben ja eure Backe oder eure Wange eben auf eure Visierlinie perfekt einmal einstellen. Also Schaft ist wirklich hervorragend.
Da unten habt ihr ebenfalls nochmal Aufnahmetrageriemen, könnt ihr direkt durchfädeln oder hier hinten einfach nochmal das Ganze freischwingend dran. Könnt ihr ebenfalls einmal Trageriemen installieren oder befestigen. Abschließend haben wir hinten noch einmal die Schaftkappe, diese ist einmal komplett weich gummiert. Dann wieder ganz kurz für Einsteiger, wie stellt ihr bei diesem Modell einmal das Hop-Up ein? Denn Hop-Up ist wie gesagt das A und O im Airsoft. Dementsprechend einmal Spannhebel oben am Receiver zurückziehen. Dann rastet sozusagen euer Verschlussblech hier seitlich rastet einmal ein über den Verschlussfang. Und hier innen drin seht ihr die Standard Ares Kunststoff Rotary Hop-Up-Kammer einmal drin. Bedeutet Überdrehen des Drehrades könnt ihr entsprechend einmal mehr oder weniger Hop einmal einstellen. Und das funktioniert bei der Ares Hop-Up-Kammer sehr gut zum Einstellen. Bedeutet, das Rädchen läuft nicht zu leicht und läuft auch nicht zu straff. Es ist allerdings im Vergleich zu anderen auch ein kleines bisschen dünner. Bedeutet, gerade mit Handschuhen kann man sich hier ein kleines bisschen plagen. Denn man benötigt in den meisten Fällen einfach einen Fingernagel, damit man anständig das Rädchen einmal zum Packen bekommt. Wie gesagt, hier könnt ihr einfach einmal euer Hop quasi einstellen. Dann Verschluss einmal wieder lösen, entweder vom Schützen aus links oder rechts und eben dem schönen Federklingeln, wie vorhin schon angesprochen, einmal lauschen. Dann lasst uns im Anschluss gleich weitermachen mit der Visierung und hier zunächst einmal Chemic Horn oder aufklappbare Visierung, was ihr standardmäßig auf der Waffe drauf habt. Natürlich schauen wir uns gleich das LPVO ebenfalls im Detail an. So, hier finde ich, Flip-Ups sind ein bisschen ein Designbruch bei dieser Knifte, denn die sind einfach zu bullig, die sind zu wuchtig und wirken auch, ja, wirken nicht ganz der Qualität wie die Knifte selbst. Bedeutet, die wirken eher ein kleines bisschen günstig irgendwie im Vergleich zum Rest von der Waffe. Wie gesagt, die passen auch nicht wirklich vom Design irgendwie drauf. Gut, natürlich Korn könnt ihr ganz normal einmal aufklappen. Wie gesagt, hält dann auch einigermaßen anständig, ist aber komplett alles aus Zink gefertigt. Zum Einklappen einmal drücken, zack, runterklappen, fertig. Kimme hinten, gleiches Spiel, einmal aufklappen. Dann könnt ihr es hier seitlich einmal mit dem Schlitzschraubendreher über Klicks einmal in der Seite einstellen und dann eben hier seitlich einmal reindrücken und das Ganze ebenfalls wieder umklappen. Habt ihr gerade schon gesehen, euch stehen auch hier zwei Lochkimmen letztendlich einmal zur Verfügung. Wie gesagt, ich finde, die passen irgendwie nicht ganz drauf. Ich würde sie gegebenenfalls einmal austauschen durch deutlich flachere und schlankere, damit das Ganze einfach ein bisschen zum Design von der Waffe eben dazu passt. Wie gesagt, ich würde mir einfach solche hier drauf machen, aus Polyamid-Kunststoff und fertig. Wenn man sie unbedingt will oder unbedingt braucht, manche machen es auch komplett runter, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. So, und jetzt kommen wir zum kleinen Highlight. Wie vorhin schon angesprochen, bei dieser Deluxe-Version ist letztendlich ein sehr gutes LPVO einmal im Koffer enthalten. Und hier ist es wirklich brauchbar. Bedeutet, man bekommt jetzt nicht einfach nur irgend so ein Billig-ZF mitgeliefert, wie man es von anderen Herstellern kennt, dass man getrost freiweg einfach in die Tonne kloppen kann. Nein, das Ding ist von der Qualität wirklich gut. Und das bei einer Knifte out of the box. Also da hat man sich wirklich was überlegt und da hat man einfach eine hochwertige Optik einmal beigelegt. Wie vorhin schon angesprochen, ich denke mal, das ist ein Klon vom Vortex HD 1:6x24. Bedeutet Linse 24 mm, Vergrößerung einstellbar, stufenfrei, 1 bis 6-fach von der Vergrößerung her. Und das Ding ist, wie gesagt, das Ding ist von der Qualität hervorragend. Da wenn ihr mal schaut bei AliExpress, wie vorhin schon angesprochen, wenn ihr so eins euch extra kaufen wollt, bezahlt ihr mit Montage direkt in China 220 Euro. Also hier wirklich, und so ein Ding liegt einmal dem Lieferumfang bei. Also hier war ich unheimlich positiv einmal überrascht, denn normalerweise geht man einfach davon aus, dass man out of the box bei so einem Hersteller einfach ein bisschen was günstigeres mitgeliefert bekommt. Aber das Ding ist wirklich gut und brauchbar. So, im Mittelrohr haben wir einen 30er. Ihr habt ebenfalls im vorderen Bereich gut die Flip-Ups, wenn das ihr braucht. Ja, wenn das ihr braucht, die sind auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall ebenfalls im vorderen Bereich nochmal Linsenschutz. Ein Killflash einmal vorne drauf. Bedeutet, wenn jemand zufällig gerade da vorne rein trifft oder reinschießt, geht nicht direkt gleich das Glas kaputt, sondern eben nur der Killflash. Und den könnt ihr halt dann entsprechend einmal austauschen, wegschrauben, neuen drauf und gut ist. Ebenfalls von der Eloxalschicht, hervorragend, richtig schön und auch unheimlich stimmig zu diesem Midnight Bronze von der Waffe her. Natürlich ist nicht exakt derselbe Ton, aber es passt einfach. Wie gesagt, es passt einfach super dazu. So, auch von der Einstellung unheimlich feinfühlig. Die Türme relativ groß dimensioniert, große Schutzkappen einmal drauf, schraubt er einmal auf, Feingewinde,
schraubt ihr einmal auf, so, und dann habt ihr hier einmal eure Einstellung. Und es geht einfach unheimlich fein zum Justieren über die einzelnen Klicks. Seht ihr das? Also nicht irgendwie, dass es zu schwergängig geht, dass ihr dann mal gern einen Punkt irgendwie überspringt, sondern es funktioniert einfach tadellos das Ganze. Und derselbe Turm natürlich ebenfalls im oberen Bereich. Auch hier Schutzabdeckung einmal runter machen. Auch hier der gleiche Turm nochmal drauf und auch hier die Einstellung exakt gleich, richtig schön fein über die Klicks einmal justierbar das Ganze. Also Qualität, wie gesagt, spitze. Auf der gegenüberliegenden Seite habt dann letztendlich einmal euer Batteriefach genau in der Mitte drin. Bedeutet, seht ihr hier, braucht ihr einen Schlitzschraubendreher oder ein Centstück. Könnt ihr abschrauben, könnt ihr Batterie wechseln. Die war jetzt im Lieferumfang bereits eingelegt. Normalerweise, ich weiß jetzt nicht Batteriegesetz, ob das, normalerweise dürfen glaube ich keine drin sein oder was weiß ich. Auf jeden Fall Batterie war direkt gleich einmal drin. Und hier müsst ihr nur ein kleines bisschen aufpassen, nicht einfach jetzt hier einmal dran drehen, sondern auch die Helligkeitseinstellung wird gelockt. Bedeutet erstmal den gesamten Turm rausziehen, zack, und dann könnt ihr einmal eure Helligkeit in insgesamt 11 Stufen einmal einstellen. Wie gesagt, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5. Und auch dieses arretiert wunderbar und geht einmal über Klicks vonstatten. So, und wie gerade auch schon angesprochen, hier müsst ihr nur aufpassen, ihr solltet es natürlich immer wieder ausschalten, sonst geht die Batterie leer. Bin ich jetzt auf 0? Nein, hier ist einmal 0. Immer wieder ausschalten, ansonsten, wie gesagt, zieht ihr halt einfach die Batterie leer. Das wäre nicht so schön. Von der Einstellung, wir haben 1,5 Minuten, Winkelminuten pro Klick einmal drauf. Das seht ihr auch hier oben drauf, steht hier nochmal 1,5 Moa, bedeutet 1,5 Winkelminuten pro Klick einmal von der Einstellung her. So, dann im hinteren Bereich habt ihr einmal die Einstellung von der Vergrößerung, wie man es einfach kennt. Auch hier schöner, großer, geriffelter Ring einmal hinten drauf, richtig schön. Und hier das Ganze einfach stufenfrei zum Einstellen. Wie gesagt, wunderbar und eben bis zu einer 6-fach Vergrößerung möglich. Die meisten LPVOs, auch die ich da habe, sind meistens nur bis 4-fach. Hier also das Ganze bis mit einer 6-fach Vergrößerung. Ich habe gerade mal 1 da mit 6-fach, jetzt habe ich vermutlich 2 Stück da. Schauen wir mal. Also hier das Ganze eben einmal einstellbar und natürlich auch die hintere Abdeckung, der Flip-Up, könnt ihr auch wegmachen und hier eben nochmal die Feinjustierung. Funktioniert auch einmal tadellos. Dann habt ihr vorhin schon gesehen im Lieferumfang, ihr habt ebenfalls nochmal so ein kleines Beutelchen dabei mit ein kleines bisschen Zubehör. Und dieses Zubehör ist natürlich speziell einmal fürs LPVO. Bedeutet, ihr habt ebenfalls die Spacer für die Montage, welche ebenfalls einmal aus Aluminium gefertigt ist. Bedeutet hier einmal ja, diese Montage einfach mit drin. Hinten habt ihr sogar noch einmal Wasserwaage mit drin. Das ist gerade immer recht hilfreich, wenn man SZF einmal oder das Glas einmal einstellt von der Rotation her. Wie gesagt, Waffe sauber ausrichten, einmal in der Wasserwaage und dann quasi die Einstellung, die Rotation einmal über die Standardschrauben oben. Aber auch hier musste ich out of the box absolut nichts nachstellen. Bedeutet einfach auf die Rail oben drauf und das Ding war perfekt einmal ausgerichtet, out of the box. Dachte ich auch nicht. Ich dachte eigentlich, ich muss es nachstellen. Nein, nix, hat wunderbar einmal gepasst. So, wie gesagt, für die Montage habt ihr dann noch einmal diese Kunststoffeinlagen dabei. Die kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr jetzt hier irgendwie ein ZF oder ein LPVO mit einem Mittelrohr von 25 mm verbauen wollt. Habt ihr hier einfach nochmal diese Kunststoffringe dabei. Wie gesagt, die werden hier einfach einmal reingelegt. Braucht ihr hier natürlich nicht, denn ihr habt ein 30er Mittelrohr. Und ebenfalls die Einstellhilfe für die Vergrößerung, den Einstellring, den könnt ihr einfach einmal hier hinten quasi draufklemmen sozusagen. Und dann habt ihr hier eben nochmal so einen Hebel dran. Dadurch geht einfach das Einstellen nochmal etwas leichtgängiger. Denn hier habt ihr einfach doch etwas Widerstand einmal von der Vergrößerung auf dem Rädchen drauf. Wie gesagt, könnt ihr das hier einmal draufklemmen, den Ring. Und dann könnt ihr hier über den Hebel, lässt sich etwas feinfühliger oder etwas leichter einmal drehen. Auch hier, wie gesagt, das Ganze im Lieferumfang enthalten. So, dann der Blick einmal durch das LPVO durch. Wie gesagt, das Absehen, glasklar, schön scharf das Ganze. Der Punkt, er überstrahlt nicht großartig und ihr beleuchtet letztendlich nur den zentrierten Punkt. Bedeutet, das Absehen selbst wird hier nicht mitbeleuchtet. Und wie gerade schon angesprochen, selbst wenn ihr die maximale Helligkeit einstellt, Stufe 11, habt ihr kein Überstrahlen an den Rändern.
Also hier, wie gesagt, für eine Knifte out of the box, das Ding ist wirklich nutzbar und qualitativ für den Airsoft-Bereich wirklich klasse. Dementsprechend werde ich vermutlich auf dieses LPWO heute auch einen Pluspunkt im Fazit geben. So Leute, bevor es gleich losgeht mit den Internals, ganz kurz 2 Tipps zur Demontage. An sich geht das Ding genauso wie jede andere AR-15 oder AR-10. Wie gesagt, da ist nichts dabei. Nur ein kleiner Punkt, weiß ich nicht, habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Ich zeige es euch noch mal kurz im Detail. Federschnellwechselsystem bzw. Schaft habt ihr hier hinten. Habt ihr eine Schraube drin. Nehmt einen Schlitzschraubendreher und schraubt diese Schraube einmal komplett ab. So, jetzt könnt ihr den ganzen hinteren Teil von der Tube abziehen und das geht standardmäßig unheimlich straff oder unheimlich schwer. Bedeutet, ihr müsst hier mit aller Gewalt eigentlich knödeln und drücken und machen, dass ihr das Ding einmal abbekommt. Wie gesagt, dann könnt ihr es einmal nach hinten abziehen. Jetzt da letztendlich genauso wie bei jeder anderen hier einmal Caselnut lösen, dann die Buffer-Tube einmal wegschrauben. So, dann kommt ihr ans Federschnellwechselsystem ran. Ihr seht aber auch, ich habe hier bereits ein kleines bisschen Silikonöl drauf gesprüht, damit es einfach ein bisschen flutschiger ist. Denn wie gesagt, es geht brutal schwer einmal runter. Und später bei der Montage natürlich wieder aufpassen. Merkt euch, wie tief die Buffer-Tube in den Receiver hinten oder in den Lower einmal reingeschraubt ist. Bedeutet, die Buffer-Tube sollte so weit reingeschraubt sein, dass es hinten einmal vom Gewinde bündig ist. Schraubt ihr sie zu weit rein, bekommt ihr später die Gearbox nicht mehr rein. Also hier darauf achten, bevor ihr sie losschraubt, wie das Ganze einmal hier hinten sitzt. So, und dann könnt ihr das Ganze wieder zusammenbauen. Hier nur aufpassen bei dem Teil, was hier unten drin liegt. Gewinde natürlich logischerweise einmal nach hinten. Quasi einfach hier unten einmal reinlegen, zack, und dann das Ding einfach wieder einmal mit Schmackes draufpressen. So, da. Zweiter Tipp, wo ihr euch vielleicht etwas fragt, ist einmal Demontage für den Verschlussfanghebel vom Schützen aus auf der linken Seite. Dieses Bauteil hier kennt ihr vielleicht von der AR-15, klopft ihr normalerweise den Pin einmal von der Seite raus. Seht ihr aber hier auf der Seite, habt ihr kein Loch einmal drin. Wenn ihr euch den Receiver aber von oben anschaut, habt ihr hier einen kleinen Gewindestift drin. Diesen müsst ihr einmal anlösen und dann aber aufpassen, der Pin liegt über eine Feder drin. Bedeutet, sobald ihr hier einmal den Gewindestift anlöst, springt euch der nach hinten raus. Also hier vielleicht einen Finger dagegen halten, damit ihr diesen Pin nicht verliert. Und gleichzeitig ebenfalls aufpassen, wenn der Pin draußen ist und ihr merkt, der geht nicht weg, der klemmt immer noch. Dann geht ihr mit einem kleinen Schraubendreher hier innen rein und zieht ebenfalls einmal die Feder raus. Da liegt quasi hier in dem Loch noch so eine ganz kleine Feder einmal drin. Die kann zwischen diesen Löchern stehen und dann bekommt er nicht raus. Und wenn ihr mit Gewalt da einfach dran zieht, dann verbiegt ihr die Feder. Also kleiner Schraubendreher, einmal ins Loch rein, Feder rausziehen. So, und hier einfach die kleinen Tipps oder 2 kleine Tipps. Einmal zum Demontieren von diesem Ding für eine Wartung zum Beispiel. Der Rest ist selbsterklärend, wie gesagt, geht exakt identisch zu einer AR-15 oder AR-10. Schaut euch einfach irgendein anderes Video an, habe ich euch bestimmt schon 5-6 Mal einmal erklärt. So, jetzt können wir weitermachen mit den Internals. Hier beginnen wir wie immer zunächst einmal bei der Gearbox Shell und bei der Lagerung. So, Gearbox Shell leider nur eine V2 und keine V2.5. Bedeutet, ich dachte eigentlich, oder ich habe mir eigentlich ein bisschen erhofft, dass hier eine lange Gearbox drin ist mit einem 19-Zahn-System. Das ist aber leider nicht der Fall. Bedeutet, hier ist eine stinknormale V2 Gearbox drin mit einem Standard 16-Zahn-System. So, jetzt werdet ihr euch denken, eigentlich ein bisschen schade. Ja, finde ich auch. Aber man muss auch dazu sagen, es ist nicht ganz daneben. Hätte jetzt diese 308er, hätten wir jetzt hier einen längeren Lauf drin mit 509, wäre es Mist gewesen. Da wir aber nur eine Lauflänge von 430 mm haben, sind wir hier hart am Anschlag. Bedeutet, noch mehr geht einfach nicht. Bedeutet, Standard-Zylinder einmal drin geschlossen, maximales Volumen. Dementsprechend sind wir hier bei 2,14:1 vom Verhältnis her. Und wie gesagt, die Lauflänge von 430 ist gerade noch so einmal ausreichend. Aber nicht falsch verstehen, dementsprechend ist es aber auch nicht möglich, mit diesem Volumen jetzt unbedingt 0,4 oder 0,45 Gramm BBs einmal zu betreiben. Da langt die Luft einfach nicht dafür aus. Da müsste also entweder die Gearbox größer sein, wie gesagt V2.5, oder der Lauf müsste kürzer sein. Dementsprechend hier als DMR
Jein, wie gesagt, hart an der Grenze meiner Meinung nach. Hätten sie eine V2.5 reingemacht, 19 Zahnsystem, dann wäre es natürlich richtig pornös gewesen, wie bei bei dieser Zyma CM098 mit der Mod 25 Serie oder BR10. Da ist es einfach geil. Maximales Volumen rein, 0,45 Gramm rein und gib ihm. Hier also von der Gearbox-Wahl nicht ganz perfekt für eine AR10 meiner Meinung nach. So, aber nichtsdestotrotz, schauen wir einfach mal ganz kurz drüber, ist letztendlich eine Standard Ares V2 Gearbox, wie man sie eigentlich kennt und natürlich auch weiterhin mit dem Ares EFCS System. Ich möchte aber noch auf einen ganz kurzen Punkt eingehen und zwar Federschnellwechselsystem. Ich habe es glaube ich vorhin schon mal kurz angesprochen, aber standardmäßig habt ihr ja hier hinten bei der neueren Ares Gearbox einmal diesen Stahlring mit dem Gewinde hier hinten drin sitzen und in diesen Stahlring wird einmal euer Spring Guide sozusagen hinten reingeschraubt. Bedeutet, ihr habt hier hinten standardmäßig eine Schlitzaufnahme für einen Schlitzschraubendreher, um das Ganze lösen zu können und dementsprechend die Feder schnell tauschen zu können, ohne dass ihr die Gearbox komplett auseinanderrupfen müsst. Kommt ihr also nach der Demontage von der Buffer Tube relativ zügig ran. So, jetzt hatte ich aber ein kleines Problem und wenn ihr euch vielleicht meinen Ring ein bisschen genauer anschaut, ich weiß nicht, ob man es im Video erkennen kann, der hat bei diesen Schlitzen, hat er jetzt ein paar Druckstellen bekommen, denn mein Modell, so wie es out of the box gekommen ist, war komplett verklemmt bzw. verkantet. Bedeutet, der Spring Guide, der war so hart einmal reingeschraubt, dass es mir mit aller Gewalt nicht möglich war, hier hinten das Ganze aus dem Gewinde rauszuschrauben. Bedeutet, hier hat sich das Gewinde bzw. die hinteren beiden Flächen, quasi hier einmal diese Fläche und einmal diese Fläche hier von dem Ring, hat sich so brutal miteinander festgesaugt oder verklemmt gehabt, dass es mit aller Gewalt nicht möglich war. Bedeutet, ich habe jetzt kurzerhand den Spring Guide in den Schraubstock einspannen müssen, quasi exakt so, dass wirklich nur der untere Bereich einmal geklemmt wird und bin dann mit dem Hammer und mit dem Bit hergegangen und habe den Ring quasi runtergeklopft mit aller Gewalt, bis das Ding einfach sich gelöst hatte und erst dann konnte ich ihn einmal runterschrauben. Bedeutet, hier war das Ganze so stark miteinander verpresst, dass es eben auch nicht möglich war, standardmäßig das Federschnellwechselsystem wirklich nutzen zu können. Hier vielleicht einen ganz kleinen Tipp, ihr könnt euch hier im hinteren Bereich des Gewindes am Spring Guide, könnt ihr euch einen O-Ring aufziehen. Keine Ahnung, was es ist, vielleicht 10x1 oder 10 oder 12x1. Einfach einen dünnen O-Ring hinten drauf. Und dann könnt ihr das ganze Ding einfach mit Gewalt trotzdem zudrehen. Das hält dann auch, wird sauber gehalten. Aber über den O-Ring werden diese beiden Flächen nicht miteinander verpresst. Bedeutet, ihr tut euch später einfach wieder unheimlich oder deutlich leichter, das Ding wieder lösen zu können. Hier einfach einen kleinen Tipp, Federschnellwechselsystem bei Ares mit diesem neuen System, mit dem Stahlring hier hinten drin oder mit diesem Stahlgewinde. Wie gesagt, einfach kleiner O-Ring hinten drauf, erleichtert euch einfach die Demontage von dem Spring Guide, damit sich das Ganze eben nicht miteinander verklemmt oder verpresst. So, dann funktioniert das Ganze wieder. Also, Gearbox, schauen wir es kurz durch. Wie gesagt, Ares Standard V2 Gearbox, wie man es eigentlich kennt, habe ich auch schon so oft erklärt. Wir sprechen es trotzdem mal ganz kurz durch. Gerade im vorderen Bereich gibt es wieder ein kleines Update. So, Federschnellwechselsystem hinten ist hervorragend, kommt man auch wunderbar hin, sobald die Buffertube weg ist, würde ich als positiv einmal betrachten. Die Gearbox selbst ist auch in Ordnung, bis auf den vorderen Bereich, den hätte Ares besser konstruieren können. Zunächst mal haben wir 8 mm Lager drin und ihr seht, die sind standardmäßig alle rausgeflogen, denn die Stahllaufbuchsen wie auch die Kugellager werden hier nicht verpresst. Bedeutet, die sitzen unheimlich lose einmal in der Gearbox drin. Das ist nicht ganz so schön, die sollten eigentlich verpresst sein. Es ist aber auch nicht ganz so gravierend wie bei Bolt, dass das alles da innen drin irgendwie 0,2, 0,3 rumschwabbelt oder sowas. So krass ist es dann auch wieder nicht. Aber wie gesagt, könnten meiner Meinung nach deutlich Presser einmal in der Gearbox drin sitzen. Dementsprechend gerade für neue Zuschauer hier wieder der eine Punkt, wenn jetzt zum Beispiel, warte, ich zeige es euch mal ganz kurz am Sector Gear, wenn wir das Ganze mal einsetzen, wie gesagt, hier die Laufbuchse sitzt nicht wirklich presst, sie sitzt zwar sauber drin, also sie wackelt jetzt hier innen nicht irgendwie rum, aber ihr seht auch, wird halt nicht mit der Gearbox gepresst. Jetzt haben wir natürlich das eine Problem, sollte jetzt die Schmierung verloren gehen,
dann läuft die gesamte Buchse, läuft dann in der Bohrung oder in der Passung von der Gearbox mit. Und dann läuft quasi Stahl einmal auf Zink und dann reibt sich einfach die Bohrung, reibt sich nach einer Zeit auf. Bedeutet, die ganze Passung bekommt dann etwas Luft. Dann werden die Gears lauter und wenn es ganz dumm läuft, wenn es wirklich komplett verschlissen ist nach 2, 3 Jahren, je nachdem, ob der mal kontrolliert oder nicht kontrolliert, kann es eben passieren, dass sich das Ganze dann frisst. Bedeutet, dann blockiert einfach alles und dann kann einfach der Schaden höher werden. Also hier, wie gesagt, nicht ganz perfekt der Lagersitz oder die Passung in der Gearbox selbst einmal. So, und der nächste Punkt ist dann gut Ares EFCS, wie man es eigentlich kennt. Auch hier natürlich zu nichts anderem kompatibel. Ihr bekommt hier kein Gate Titan oder sowas rein. Nein, ihr seid letztendlich auf das Ares-System angewiesen. Auch hier wieder, oder nee, lasst uns erst die Gearbox fertig sprechen, dann komme ich zum Thema EFCS-System. Einen kleinen Punkt wollte ich mit euch noch durchsprechen, und zwar, das ist der vordere Bereich, den Ares seit dem L85, glaube ich, einmal überarbeitet hat. Bedeutet, die Gearbox hat hier innen drin eine Kante. Durch diese Kante ist es euch nicht möglich, handelsübliche V2 Zylinderheads einmal zu verwenden. Ihr seht ebenfalls, dass diese Stutzen hier oder diese Rundungen, die man standardmäßig drin hat, hier bei Ares nicht mehr vorhanden sind. Seht ihr, da ist einfach gar nichts vorhanden. Dementsprechend das Ganze aber auch nicht mehr zu Standard-Zylinderheads einmal kompatibel. Finde ich schade. Auf der einen Seite, wie gesagt, schade. So, und jetzt könnte man sich denken, ja, aber ist doch gut, jetzt haben wir hier oben natürlich deutlich mehr Material wie bei einer Standard V2 Gearbox. Ja, natürlich haben wir hier oben jetzt mehr Material, aber es bringt uns halt einfach überhaupt nichts, da Ares direkt hier eine scharfe 90-Grad-Kante einmal fertigt aus dem Gussteil. Bedeutet, ja, die Gearbox ist oben ein kleines bisschen verstärkt, das seht ihr auch, wenn ihr von oben drauf schaut. Die wird hier vorne ein bisschen breiter, das ist in Ordnung, wie gesagt, sie ist verstärkt. Hätte aber Ares hier einen Radius reingemacht und hier unten auch noch einen Radius, anstatt einer scharfen 90-Grad-Kante, dann wäre die Gearbox ebenfalls nochmal deutlich haltbarer geworden. Dementsprechend kann es auch hier nach einer gewissen Zeit, oder wenn man es einfach von der Energie übertreibt, kann es auch hier passieren, dass euch die Gearbox direkt hier an der 90-Grad-Kante einmal nach oben wegbricht oder eben abreißt. Wie gesagt, bisschen schade von Ares, zwar optimiert ein bisschen, aber irgendwie nicht ganz mitgedacht. Hätten sie sich gern bei anderen Herstellern etwas abschauen können, meiner Meinung nach. Warum sie das jetzt so gemacht haben, schauen wir uns dann später beim Zylinderhead einmal an. So, dann wieder Ares EFCS-System. Sprechen wir ganz kurz die Lagerung noch durch. Können wir hier uns kurz anschauen. Wir haben eine sehr gute Kombination drin. 8 mm Stahllaufbuchsen, einmal am Sektor und am Spur und am Bevel unten 8 mm Kugellager. Und das ist einfach eine gute Kombination und auch von der Schimmung her können wir heute absolut nichts kritisieren, denn die Schimmung und auch die Motoreinstellung hat Ares wirklich bei diesem Modell sehr gut getroffen. Dementsprechend, wie vorhin auch schon bei den allgemeinen Informationen gehört, als das Klangbild für eine Ares, muss man sagen, vollkommen in Ordnung. Also da hören sich andere Ares-Kniften deutlich schlechter an. Also hier von Ares out of the box, wie gesagt, Schimmung in Ordnung. Natürlich die letzte Perfektion, 0,1 mm fehlt wieder ein bisschen. Da aber das Klangbild in Ordnung ist für Ares Gears und der Motor gut eingestellt ist es in Ordnung, würde ich sagen. Man kann nicht immer alles kritisieren. So, jetzt da Ares EFCS-System, habe ich auch schon öfters erklärt, ist auch in Ordnung, ist glaube ich auch mittlerweile in der Generation 2 oder sind wir mittlerweile bei 3? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich glaube, bei 3 sind wir mittlerweile. So, hier kann man nichts kritisieren. Wie gesagt, es ist halt weiterhin das Ares EFCS-System mit Magnetschalter oder mit Magnetnäherungsschalter und dementsprechend auch nicht standardmäßig nicht zu anderen Gears einmal kompatibel. Habe ich euch das letzte Mal auch schon angesprochen. Bedeutet, ihr habt hier bei dem EFCS-System von Ares einfach hier oben quasi einen Magnetnäherungsschalter und im Sektorgear selbst quasi einmal hier drin habt ihr ebenfalls einen Magneten. Seht ihr? Zack, hier ist der Magnet. Und sobald quasi das Sektorgear oder dieser Magnet logischerweise über den Näherungsschalter drüber fährt, dann reagiert der und meldet sozusagen der Elektronik, wann der Schusszyklus abgeschlossen ist. Und versteht mich nicht falsch, es funktioniert wirklich super, solange man die Original Ares Gears einmal drin lässt. Also hier, wie gesagt, out of the box, es funktioniert, dementsprechend würde ich es auch nicht kritisieren. Und man muss auch dazu sagen, dass die Generation 2 oder 3, ich weiß es wie gesagt nicht ganz genau,
auch keine Probleme mehr hat wie die alte Generation. Also selbst wenn ihr dann 11.1er Akku dranhängt, sage ich mal einen humanen 1500 mAh, läuft einwandfrei. Und man nimmt auch nicht mehr so häufig irgendwelche Posts wahr in den Socials oder irgendwo in den Foren, dass die Dinge einfach oft abrauchen. Ganz im Gegenteil, also Leute, die sich heutzutage eine Ares kaufen, sind eigentlich, was das EFCS angeht, sehr zufrieden damit, solange man eben nichts dran macht. Dementsprechend out of the box, lasst drin, es funktioniert. So, und jetzt der nächste Punkt. Jetzt werdet ihr euch denken, ja, ich bekomme kein Titan rein, ich bekomme kein anderes EFCS rein, ich bin darauf angewiesen. Ja gut, man bekommt aber doch heutzutage auch sehr viel über den Motor gelöst. Dementsprechend, man kann auch zum Beispiel die Original Gears drin lassen, das Original Ares EFCS drin lassen und dann einfach das Ganze mit einem Brushless Motor zum Beispiel kombinieren. Wie gesagt, heutzutage einfach mehrere Möglichkeiten, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt. Wie gesagt, wir können es uns vielleicht später nochmal anschauen oder ich teste es für euch nochmal ganz kurz, ob gegebenenfalls so ein Warhead-Motor in dem Teil was rausreißt. Wie gesagt, können wir uns gerne später in dem Video nochmal ganz kurz anschauen. Also hier wieder beachten, natürlich wollt ihr jetzt eine andere Untersetzung haben, wollt ihr jetzt unbedingt ein 13:1er Gearset haben, habe ich euch auch schon erklärt, dann müsst ihr in das Sector Gear selbstständig einen Neodyn-Magneten einmal einarbeiten. Bedeutet, die Sector Gears haben meistens haben sie eben solche Wuchtbohrungen drin und da ist es euch eben möglich, selbst einen Magneten einzukleben. Und dann ist auch das Ares EFCS-System mit anderen Gears einmal kompatibel. So, es gibt aber ebenfalls nochmal einen kleinen Punkt, auf den ich heute hinweisen muss, was bei mir jetzt auch schon was bei mir auch schon zweimal der Fall jetzt war. Ares EFCS-System in Kombination von einem sehr starken Motor und Bürstenmotor. Nehmen wir mal an, zum Beispiel so ein Bugatti Mamba 19K, der baut ein unheimlich starkes Magnetfeld auf. Und dieses Magnetfeld kann das Ares EFCS-System einmal beeinflussen. Bedeutet, selbst wenn ihr da ein Magnet reinmacht, findet das EFCS oder findet der Näherungsschalter, findet dann irgendwie diesen Magneten nicht mehr. Da das Magnetfeld oder die Magneten vom Motor unten einfach zu stark sind. Irgendwie ist es sehr, sehr anfällig oder sehr feinfühlig. Solltet ihr das auch mal das Problem haben, dass ihr einfach dann Probleme bekommt, dann könnt ihr einfach in das Sector Gear noch einen zweiten Magneten noch einbringen. Bedeutet nicht nur einen reinmachen, sondern einfach dahinter noch einen zweiten einsetzen. Und dann funktioniert das Ganze wieder. Also hier berücksichtigen bei Motoren, die sehr starke Magneten einmal haben, kann das Einfluss auf das Ares EFCS-System haben, beziehungsweise auf diesen Sensor hier. Also Leute, dann klären wir gleich noch die Frage, ist Ares EFCS kompatibel zu Warhead-Motoren? Ich bin gerade bereits schon wieder bei der Montage, die Aufnahmen sind alle fertig. Ich habe jetzt kurzerhand nicht den Ares-Motor reingestopft, sondern ich habe jetzt einen Warhead drin, einen CNC Black Standardversion, 30K glaube ich, und das Ganze mit einem 11,1 Volt LiPo hinten dran. Und ja, das Ares EFCS funktioniert mit dem Warhead wunderbar. Also dementsprechend, wer unbedingt ein Warhead reinhaben möchte, reißt bei so einer Ares natürlich extrem viel raus. Denn wie gesagt, der Standardmotor, der da drin ist, der ist nicht so prickelnd. Dementsprechend aber auch, ob ihr euch da jetzt ein Black CNC reinmacht oder ob ihr euch da nur ein Base reinmacht, das ist wurscht. Ihr könnt einen Base reinmachen, der ist natürlich der günstigste, performt aber letztendlich genauso wie alle anderen. Wie gesagt, der Preisunterschied rechtfertigt sich rein in der Performance meiner Meinung nach nicht. Also Warhead, Ares EFCS funktioniert tadellos, nur sollte man gegebenenfalls beachten, dass natürlich der Warhead, der hat Bums ohne Ende. Das geht natürlich auch etwas stärker auf die Gears innen drin. Bedeutet natürlich auch hier, dass die Gears früher oder später etwas mehr in Mitleidenschaft gezogen werden, wie mit einem schwächeren Motor. Aber wie gesagt, das Ding ist von der Reaktionszeit oder von der Zyklenzeit spritzig wie die Sau. Also Warhead plus Ares EFCS läuft. Bei den Gears habt ihr letztendlich gerade schon gesehen, handelt es sich wieder um das Standard Ares Stahl Gearset, gesintert das Ganze, nicht gefräst. Standarduntersetzung 18:1 mit einem 16 Zahn Sector Gear. Also letztendlich die Standard Ares Gears, die man auch schon wieder seit zig Jahren einmal kennt. Auch hier von Ares leider immer noch heutzutage nicht optimiert das Ganze.
Sodala, wie gerade beim EFCS schon angesprochen, wieder beachten, sollte euch das Gearset kaputt gehen, dass irgendwie mal Zähne wegbrechen und ihr braucht ein qualitativ hochwertigeres, dann müsst ihr eben selbstständig in eurem Sector Gear so einen Magneten hier einmal fürs EFCS einmal installieren. Einfach nochmal ganz kurz eine Wiederholung, wie beim EFCS gerade schon einmal angesprochen. Was mich heute ein bisschen überrascht hat, dass das Ding eigentlich nicht sonderlich kreischt oder schreit out of the box. Wie gesagt, die Schimmung ist in Ordnung, die Motoreinstellung ist in Ordnung, aber dennoch hat man normalerweise bei den Ares Gears immer so ein ganz leichtes Kreischen. Egal wie perfekt man sie schimmt, egal wie perfekt man den Motor einstellt. Und das ist heute komischerweise nicht der Fall. Fragt mich nicht wieso, ich kann es mir selbst nicht erklären, aber das Ding ist vom Geräuschpegel relativ human, muss man sagen. Also da haben wir von Ares schon deutlich schlechtere Modelle gehabt. Aber wie gesagt, Standard Ares Gears und dementsprechend, wenn ihr das Ding out of the box spielen wollt, 1,5, 1,6 Joule ist in Ordnung, lasst das Zeug drin. Wenn ihr das Ding wirklich effektiv als DMR nutzen wollt, oder sagen wir mit 2,2 oder so spielen dürft, dann wird das Gearset leider nicht lange standhalten. Bedeutet, dann wird früher oder später einfach mal ein neues Gearset einmal nötig. So, und dann gibt es auch wieder heute einen kleinen Tech-Tipp von mir. Hat zwar mit den Reviews an sich absolut null zu tun, aber immer wieder liest man, ja Reaper, ich baue meine Gearbox zusammen und mir fliegt die ganze Zeit der Anti-Reversal-Latch raus. Wo bekomme ich denn so ein Haltetool her? Auch bei uns im Discord haben ein paar Leute diese 3D-Druck-Halteclips da einmal verlinkt, die man quasi hier hinten einhakt, dass der Anti-Reversal bei der Montage nach der Wartung unten gehalten wird. Denn ja, bei manchen Herstellern fliegt er immer wieder raus und dementsprechend ist die Montage von der Gearbox relativ fummelig. Möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, was ich meine. Bedeutet, wir ziehen den Anti-Reversal einmal zurück, halten den fest, setzen einmal unser Bevel Gear hier einmal rein und lassen das Ganze los. Und dann seht ihr, der kommt hier bereits schon wieder hochgefedert. Und wenn wir jetzt Pech haben und wir bauen alles zusammen, dann kann es passieren, dass der einmal komplett wieder raushupft. Sollte das bei euch der Fall sein, braucht ihr nicht irgendwie spezielle Tools oder sowas, sondern ihr nehmt einfach den Anti-Reversal her, mit der Feder drauf und biegt die Feder im hinteren Bereich, die zur Gearbox geht, ein bisschen im 90-Grad-Winkel nach oben. Bedeutet, warte, ich zeige es euch mal, so steht die Feder, so steht die Feder standardmäßig. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt biege ich mir hier einfach das Ganze gegen die Kante ein bisschen dagegen, dass die Feder quasi einmal leicht schräg sitzt. Ich hoffe, man kann es sehen, also quasi hier ein bisschen nach oben gebogen. Und durch diese Biegung drückt die Feder automatisch den Anti-Reversal nach unten. Bedeutet, er springt euch dann nicht mehr raus. Ihr braucht also keine besonderen irgendwie Tools dafür, sondern müsst nur minimal die Feder ein kleines bisschen biegen. Und dann flutscht da nämlich gar nichts mehr raus. So, und dann könnt ihr es einhaken und dann bleibt das Ding wunderbar einmal drin und springt euch eben nicht nach oben raus. Also hier ein kleiner Tipp, wie gesagt, wenn ihr Probleme habt bei solchen Systemen, einfach Feder bisschen nach oben biegen, fertig, dann drückt es das Ganze eben von alleine einmal nach unten. Dann können wir gleich mit unserem gesamten Zylinderset weitermachen. Beginnen wir hier zunächst mal beim Piston und beim Piston-Head. Piston hat sich auch wieder nichts geändert, aber der ist auch wirklich gut von Ares. Ist ein Polycarbonat-Piston und erfreulicherweise mit kompletten Stahlzähnen unten drauf. Also hier, selbst wenn man mit der Federstärke mal hochgehen möchte, ist das mit diesem Piston kein Problem. Wie gesagt, der ist von der Qualität in Ordnung, der passt sauber in die Shell rein, der läuft sauber, der klemmt nicht oder sowas. Dementsprechend Piston vollkommen in Ordnung. Pistonhead könnte man wieder ein kleines bisschen kritisieren. Weiterhin Standard Ares Plaste Pistonhead vorne drauf. Ein O-Ring ventiliert das Ganze, bringt euch aber relativ wenig. Und das Ganze ohne Axiallager. Bedeutet, wir haben weder vorne innen drin am Pistonhead ein Axiallager, noch hinten am Spring Guide ein Axiallager. Finde ich ein kleines bisschen schade, denn gerade hinten am Spring Guide, wenn man schon so ein Gewindesystem hinten macht, wo man quasi den Spring Guide reinschraubt, hätte das Ganze einen Vorteil, wenn man hier hinten ein Axiallager drauf hätte. Denn natürlich die Feder, wenn sie sich aufzieht, die will sich einfach drehen. Um einfach das Ganze jetzt auszugleichen, damit sich das Gewinde nicht reinschraubt oder rausschraubt bei der Rotation von der Feder, wäre hier hinten ein Axiallager definitiv besser gewesen, wie es von Ares einmal gefertigt wird. Also hier ein kleines bisschen schade, das Ganze ohne Axiallager und auch der Pistonhead, sind wir ehrlich, da bekommt man heutzutage selbst bei sehr günstigen Herstellern leider Besseres. Er ist in Ordnung, dichtet aber auch nicht zu 100% perfekt ab. Könnte eventuell daran liegen, dass Ares die gesamte Gearbox und auch den gesamten Piston, den Zylinder, alles mit Fett durchtränkt.
Habt ihr vielleicht bei der Gearbox vorhin schon mal ganz kurz gesehen. Da meint man gerade, da ist wirklich jemand mit der Fettpresse einmal drüber gegangen und hat das Ding einmal komplett voll gemacht mit Fett. Also das ist wirklich extrem übertrieben, was hier am Fetteimer aufgebracht ist. Und dementsprechend sind auch die gesamten Ventilationslöcher vorne sind ein kleines bisschen verklebt. Der gesamte O-Ring ist hier richtig schön schmanzig verklebt. Denn es ist einfach so ein relativ zähes Silikonfett, was Ares hier verwendet. Wie gesagt, dadurch kann sich der O-Ring nicht sauber aufpusten durch die Ventilation. Wäre also vom Vorteil, das alles ein bisschen sauber zu machen und einfach ein Silikonöl zu verwenden. Dann dichtet das Ganze sauber ab, es läuft schön leichtgängig und die Ventilation funktioniert. Also hier vom Fett fast ein bisschen zu viel und leider auch etwas zäh gewählt von Ares. So, jetzt da wieder einmal Zylinder und Zylinderhead. Das haben wir uns schon mal angeschaut, das Set. Das müsste, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaube Caltech war das, die RDB, oder war es die L85, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube die RDB hat man das exakt gleiche Zylinderset drin. Bedeutet, hier haben wir ein One-Piece, beziehungsweise das Ganze ist miteinander verschweißt. Wir haben hier einen Edelstahlzylinder und auch der Zylinderhead vorne ist ebenfalls aus Edelstahl. Und dann seht ihr hier vorne außenrum so eine kleine Schweißnaht oder Pressnaht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es nicht möglich, dieses Set ansatzweise irgendwie zu demontieren. Da könnt ihr mit so viel Gewalt rangehen, wie ihr wollt. Und dementsprechend müsste das Ganze miteinander einmal verschweißt sein. So, auf der einen Seite natürlich gut, es dichtet sauber ab, wir haben keinen O-Ring drin, wo irgendwie Druck entweichen kann. Das ist in Ordnung. Aber jetzt wieder der kleine Punkt, wir bekommen in die Shell vorne keinen Standard-Zylinderhead rein. Bedeutet, wenn es da mal Probleme gibt mit dem ganzen Set, dann seid ihr darauf angewiesen, wieder exakt dieses Set zu verwenden. Und wie ich euch ganz am Anfang bei der Shell schon angesprochen habe, hier eben jetzt der Punkt, wir haben hier oben eben diese Aussparung oder dieses, wie nenne ich das jetzt einfach, hier dieses Material drauf. Das ist bei anderen Shells ist es eben nicht der Fall. Und dementsprechend passen hier eben keine anderen Zylinderheads rein, sondern wirklich nur einmal dieser von Ares. Seht ihr, denn hier oben habt ihr eben einmal diese Kante hier einmal raus. So, an sich von der Qualität können wir gar nicht schimpfen. Das Ding ist wirklich klasse. Auch im inneren Bereich, wenn man mal innen reinschaut, beziehungsweise wenn ich mal Licht reinbekomme, seht ihr, im vorderen Bereich ist ein Sorbopad eingearbeitet. So, und das habe ich auch bei der RDB damals angesprochen. Es ist ein sehr, sehr weiches Sorbopad. Bedeutet, wenn ihr mal mit dem Finger reingeht und mal das Ganze zusammendrückt, es ist ultra weich. Also das müsste vielleicht maximal 50 Shore oder sowas haben. Müsste ein Silikonpad ungefähr sein. Oder müsste ein Silikonpad sein. Jetzt habe ich wieder ein kleines Problem. Ein sehr, sehr weiches Sorbopad ist an sich schon mal schön. Dass natürlich die Energie, die von hinten kommt, vom Pistonhead sauber einmal rausgepuffert oder ein kleines bisschen abgedämpft wird. Das ist gut, verbessert auch natürlich auch den Klang oder den Aufschlag. Das Sorbopad könnte aber noch ein bisschen größer sein, bedeutet es ist relativ dünn und ihr könnt, wenn das ungefähr ein Millimeterchen reindrückt, merkt ihr schon, dass bereits hier der Edelstahl vorne einmal kommt vom Zylinderhead. Bedeutet, wenn ihr jetzt von der Energie zu hoch geht, dann wird euch irgendwann dieses Sorbopad da vorne drin eventuell porös werden, Risse bekommen und irgendwann bröselt euch das mal raus. Und hier sind wir wieder bei dem einen Punkt, daher wir das nicht miteinander tauschen können, können wir natürlich auch vorne auch jetzt nicht einfach kurzerhand mal ein anderes Sorbopad installieren. Bedeutet, wenn das kaputt ist oder durchgeschlagen ist, müssen wir die gesamte Gruppe einmal neu verbauen oder als Ersatz einmal herbekommen. Finde ich ein kleines bisschen schade. Hier habe ich mir aber bereits ein paar Gedanken gemacht und ich glaube, was sehr gut wäre, dass wir ein Pistonhead mit Sorbopad verwenden. Bedeutet, standardmäßig gibt es ja diese Sorbopads auch einzeln. Die würden sich aber hier vorne drin ziemlich bescheiden einmal aufkleben lassen. Dann der kleine Nachteil natürlich, Sekundenkleber muss man verwenden, der wird einfach hart, was natürlich bei einem Sorbopad nicht sonderlich gut ist. Da könnte man vielleicht noch Show-Go nehmen, das bietet sich hier ein bisschen besser an. Es lässt sich aber dennoch da vorne drin einfach bescheiden kleben. So, und jetzt da, wenn ihr euch mal zurückerinnert, Review zu der, weiß ich gar nicht mehr, Syma Scar oder Syma P90. Eine von diesen beiden Platinum-Modellen von Syma. Da war ein Pistonhead drin verbaut mit 2 Ohrringen, CNC gefräst mit Axiallager. Und der hatte vorne nochmal ein plattes oder ein flaches Sorbopad eingearbeitet. Und der würde sich perfekt anbieten. Warum? Der Pistonhead aus Alu kostet gerade mal 9 oder 10 Euro kostet aktuell, was ich gesehen habe. Ihr würdet dadurch den AOE noch ein kleines bisschen korrigieren. Und ihr habt eben zusätzlich auf dem Pistonhead nochmal ein Sorbopad.
Wie gesagt, dann habt ihr einfach deutlich mehr Pufferfläche und dementsprechend weniger Last einmal vorne auf das Servopad, was im Zylinderhead drin ist, und gleichzeitig weniger Belastung einmal vorne auf die Shell durch den Edelstahl-Zylinderhead. Also wer sich was Gutes tun möchte und ebenfalls eine Ares hat mit diesem System drin, schaut euch mal diesen Syma Pistenhead an von der, ich weiß nicht, halt von der Ska oder von der P90. Den gibt es bei Bengalo, kostet aktuell, aktuell ist er ausverkauft, aber da habe ich ihn zumindest gesehen für 9,90 € oder was das Ding kostet. Und ihr hättet dann eben auch noch ein Axiallager mit drin. Also hier zum sehr geringen Preis, muss man sagen, bekommt man hier ein sehr sinnvolles Update eigentlich. Wer einfach diesen Plaste-Pistenhead einmal ersetzen möchte. Nur einen kleinen Punkt müsst ihr beachten, der Syma Pistenhead ist circa 1 mm etwas länger nach vorne. Dementsprechend kontrollieren, dass wenn ihr das Ganze zusammenbaut, dass ihr einmal den AOE kontrolliert. Nicht, dass ihr hier mit dem Original Ares Pisten später Probleme bekommt mit dem AOE, mit dem vorletzten Zahn. Denn dieser ist nicht komplett entfernt, sondern der ist noch zu ca. 30% einmal vorhanden. Sollte es hier Probleme geben, braucht ihr einen Pisten mit 14,5 Zähne. Zum Beispiel Retro-Arms oder FPS zum Beispiel. So, und jetzt nochmal kurz auf den Punkt zurück. Abdichtung ist nicht ganz perfekt. Bedeutet hier einfach der O-Ring sehr stark und schmanzig verklebt, wie gesagt. Und wenn ihr jetzt einfach mal einen Drucktest macht ohne Nozzle und einfach vorne mal zuhaltet und das Ding reinkatapultiert. Also er dichtet zwar ab, aber er bläst dann einfach ab. Merkt ihr, wenn ihr mit Schmackes reinrammt, er dichtet ab. Das war jetzt gerade pervers, ne? Aber er dichtet auf jeden Fall ab, aber er bläst dann einfach nach einer Zeit langsam ab. Also hier sollte der Druck schon einmal im Zylinder einfach vorhanden bleiben. Dementsprechend verlieren wir hier ein kleines bisschen Volumen und ebenfalls verlieren wir leider bei der Nozzle relativ viel Volumen, muss man sagen. Denn hier haben wir leider eine Standard-Kunststoff-Nozzle ohne O-Ring. Bedeutet, wenn ihr euch das mal anschaut, die Nozzle hat auf dem Stutzen relativ viel Spiel. Kann hier also locker 0,3 mm kleines bisschen hin und her wackeln. Und dadurch bläst euch einfach relativ viel Luft an der Nozzle einmal vorbei. Und wenn wir eh schon so knapp bemessen sind mit dem Zylindervolumen und der Lauflänge, dann bietet es sich hier einfach an, eine Nozzle zu verbauen mit einem oder zwei O-Ringe, damit ihr einfach bei diesem Übergang vom Zylinderhead zur Nozzle keinen Druck verliert. Denn wie gesagt, wir sind hier bei einem Verhältnis vom Zylindervolumen zum Laufvolumen von 2,14:1. Und das ist für schwere BBs ja bis 0,32 vielleicht noch ausreichen. Wenn der höher geht, da wird es dann schon ein bisschen kritisch. Also das sollte da eigentlich mehr Volumen haben. Geht aber halt nicht aufgrund der Gearbox. Dementsprechend müssen wir halt schauen, dass wir das ganze System wirklich so dicht wie möglich bekommen. Dementsprechend, wie gesagt, Pistenhead würde ich optimieren und ebenfalls Nozzle würde ich optimieren. Und dann ist auch gut. Übrigens, Nozzle-Länge mit der Standard-Hop-Up-Kammer und mit dem Standard-Bucking sind exakt 21,00 mm. Da müsst ihr halt wieder gucken, wenn ihr irgendwie noch ein anderes Bucking oder sowas verbaut, dass ihr vielleicht auf 21,15 oder sowas hoch müsst. Wie gesagt, das müsst ihr dann selbst einmal kontrollieren. Auf jeden Fall Standard-Nozzle, Plastik 21,00 und das Ganze leider ohne O-Ring. Hier vielleicht gleich noch ein Tipp, einmal zum Thema Nozzle, wenn ihr jetzt einfach eine bessere Nozzle einmal verbauen möchtet. Wie gesagt, die Standard-Nozzle, die ist jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei. Auch hier müsst ihr wieder ein kleines bisschen aufpassen, denn auch hier weichen gerne die Maße von dem Stutzen vorne vom Zylinderhead. Die Maße weichen immer recht gern, je nach Hersteller ein bisschen ab. Bedeutet, ihr könnt einen Hersteller haben, da passt dann eure Nozzle, die ihr euch ausgesucht habt, zum Beispiel perfekt. Ihr könnt aber auch Pech haben und die Nozzle passt hinten und vorne nicht vom Durchmesser her. Jetzt hier mal ein kleines Beispiel bei diesem Ares-Kit. Ich habe jetzt hier 3 Nozzlen einmal hergelegt. Das ist einmal eine Epes, eine Max und einmal eine Begadi. Alle 3 Nozzlen sind vom Aufbau oder vom Durchmesser minimal ein kleines bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel jetzt hier die Max-Nozzle zum Beispiel. 2 O-Ringe, die geht zwar wunderbar drauf, hat aber sehr viel Spiel. Wenn ihr jetzt mal guckt, die kann da richtig stark einmal hin und her wackeln. Und das ist im Allgemeinen bei Max-Nozzlen leider der Fall. Die sind einfach im Vergleich zu anderen immer relativ groß vom Durchmesser her. Und dadurch wackeln sie immer recht gern einmal rum. Also Max würde ich hier definitiv nicht empfehlen.
Und das Gegenteil ist dann zum Beispiel einmal Bugatti-Nozzle. Die geht zwar wunderbar einmal drauf, die läuft aber fast ein bisschen zu straff. Bedeutet, wenn hier einmal die Feder von eurer Tappet Blade zu schwach ist, dann kann die Nozzle ein kleines bisschen das ganze System abbremsen, beziehungsweise eure Tappet Blade abbremsen. Also wie gesagt, die sitzt zwar wunderbar, wackelt null rum, läuft aber bei der Ares oder bei dem Ares Zylinderhead fast schon ein bisschen zu straff. Was jetzt am besten passt, ist zum Beispiel Epes. Die geht relativ leicht drauf, hat nur einen Hauch Spieleimer vorne, läuft aber etwas leichtgängiger wie die Bugatti Nozzle. Also wenn ihr so ein Ares-System habt, Epes-Nozzeln zum Beispiel, sitzen hier sehr anständig einmal drauf auf dem Stutzen und passen vom Durchmesser her einmal Pfiffi. Bevor es dann gleich weitergeht mit Lauf- und Hobab-System, lasst uns noch über den Standard Ares-Motor sprechen, der hier drin verbaut ist. Der ist leider immer noch nicht aktualisiert worden. Wir haben hier keinen High-Torque-Motor, wir haben hier keine Neodyn-Magneten drin. Das ist letztendlich ein 10 € China-Motor. Standard Long-Type das Ganze, aber wie gesagt, leider doch relativ schwach im Vergleich zu anderen Systemen. Gerade G&G mit dem Ifrit, die ganze Bugatti-Serie mit ihrem Mamba-Motor, die sind einfach deutlich stärker und auch von den Zyklenzeiten deutlich schneller wie der Standard Ares-Motor, muss man sagen. Dementsprechend schon seit Jahren überholt das Ganze eigentlich. Ich habe für euch auch im Standardsystem die Werte wieder einmal ausgelesen. So wie die Waffe kommt, haben wir eine Zyklenzeit von gemütlichen 80 Millisekunden. Wie gesagt, andere Systeme, die liegen hier bei 40, 50, 60 Millisekunden. Also hier hängt Ares im Bereich des Motors leider ein bisschen hinterher. Ist auch ein bisschen schade, denn wer sich das Video damals zu der Sharps Bros angeschaut hat, mit der Slimline-Serie, da haben sie einen Super High-Torque-Motor rausgebracht. Der wäre doch eigentlich deutlich besser dafür geeignet gewesen, meiner Meinung nach. Also sie haben oder sie können andere Motoren, bauen sie aber leider nicht ein. Dementsprechend ein sehr, sehr günstiger Standardmotor. Also Zyklenzeit 80 Millisekunden, der Verbrauch geht in Ordnung, ist im Durchschnitt 0,46 Milliampere-Stunden pro Zyklus. Und auch die Ströme natürlich sind nicht so hoch, kommt auch ein bisschen auf den Akku drauf an. Hier liegen wir bei 53 Ampere im Peak und 27 Ampere für den gesamten Zyklus. Und wie gesagt, die Ströme sind auch für das Ares EFCS natürlich ja, sehr entgegenkommend. Hier wieder gerade für Einsteiger, die eben das Thema Ares gerade angehen, hier ein bisschen beachten. Ihr könnt jetzt nicht einfach hergehen und könnt jetzt den schwachen Motor durch jeden x-beliebigen einmal tauschen. Hier müsst ihr beim Ares EFCS ein bisschen darauf achten, dass ihr einen Motor verbaut, der im Peak von den Strömen nicht so hoch geht. Würdet ihr hier zum Beispiel irgendwie so einen 35 kW Motor reinbauen oder von mir aus einen 40 kW, wenn ihr gar keine Ahnung habt, dann ziehen diese Motoren zu hohe Ströme und wenn ihr dann die ganze Zeit semi-triggert, dann wird das Ares EFCS zu stark belastet und kann euch gegebenenfalls abrauchen. Also hier aufpassen mit dem Ares EFCS, nehmt ihr lieber einen Motor, der etwas langsamer dreht von der Drehzahl, dafür aber mehr Drehmoment liefert. Denn gerade diese etwas langsamer drehenden Motoren, 19 kW, 25 kW oder 20 kW, die liegen auch von den Strömen meistens deutlich besser. Bedeutet, da seid ihr dann ungefähr so bei, ja, mal 60 Ampere oder lass mal 70 Ampere sein. Aber auf keinen Fall einen Motor reinbauen, der irgendwie knapp 100 Ampere oder sowas zieht und ihr dann schnell triggert. Das wird das Ares EFCS-System gegebenenfalls nicht lange mitmachen. Also ein kleines bisschen aufpassen, wie gesagt, wenn ihr diesen schwachen Ares Standardmotor einmal tauschen möchtet. Schauen wir uns abschließend noch Lauf- und Hop-Up-System an. Auch hier gibt es nichts Neues zu berichten, leider, aber wir können ein kleines bisschen über die Kompatibilität sprechen, selbstverständlich. So, ein Lauf ist letztendlich ein Standard AEG-Lauf aus Messing, 430 mm in der Länge mit einem Innendurchmesser von 6,08 mm das Ganze. Das Volumen, wie vorhin schon angesprochen, das Verhältnis 2,14:1, gerade noch ausreichend. Aber selbst wenn ihr jetzt auf einen 603er Lauf wechselt, nimmt das Ganze nicht wirklich nennenswert zu. Bedeutet, würdet ihr jetzt einfach den Lauf durch einen 603er ersetzen, hättet ihr 2,17:1. Das macht also einen Bock nicht wirklich fett. So, Standard AEG-Lauf ist Fenster hinten übrigens. Wenn ihr ein besseres Bucking verbauen wollt, habt ihr hier eine nutzbare Länge oder eine nutzbare Fräsung von 5,2 mm. Also das ist vollkommen in Ordnung. Das ist groß genug und lang genug einmal ausgefräst und dementsprechend auch zu modernen R-Hop-Buckings zum Beispiel problemlos kompatibel.
Bedeutet, wenn ihr sagt, gut, ich spiele das Ding out of the box oder ich spiele das Ding mit 1,8, will aber unbedingt schwere BBs einmal hoppen, dann Bucking einmal tauschen und R-Hop-Buckings eben kompatibel. So, also Lauf, gut, Standardlauf können wir nicht maulen, Fenster geht in Ordnung. So, Hop-Up-Kammer ist auch leider immer noch Standard Ares, auch hier nichts optimiert. Die ist an sich ist sie in Ordnung, vom Einstellen her, vom Drehrad, Rotary geht vollkommen in Ordnung. Aber was ich bei Ares immer nicht leiden kann, und das wisst ihr, das ist, dass Ares den Tensioner direkt unten an den Lever mit hinmacht. Bedeutet, ihr könnt jetzt nicht hergehen und könnt einfach nur sagen, gut, ich mache jetzt hier einen 5 mm Standard Gummitensioner irgendwie rein mit einem R-Hop-Bucking. Das funktioniert halt leider nicht. Ich habe euch mal, ich glaube bei der Schaps Bros habe ich es euch, glaube ich, unten verlinkt. Ich habe hier für Ares, für diese Hop-Up-Kammer, habe ich euch einen 3D gedruckten Lever einmal angelegt. Also wer zufällig einen 3D-Drucker zu Hause hat, einfach runterladen, einen anderen Lever drucken und dann könnt ihr eben auch Standard-Tensioners oder auch Maple Leaf Omega und weiß der Geier was, könnt ihr dann hier oben in dieser Hop-Up-Kammer eben einmal verwenden. Denn das finde ich von Ares einfach, ja, das geht eigentlich gar nicht. Hier also wieder die Standard-Ares-Limitierung im Bereich des Tensioners. So, und abschließend Bucking, auch hier wie vorhin schon angesprochen, im Schusstest bin ich auch nicht zu hoch gegangen, denn hier haben wir wieder dieses sehr, sehr weiche Silikon-Bucking von Ares drin verbaut. Das ist zunächst mal schön, klar, Silikon, aber sehr, sehr weich und 0815 Pornobalken hinten, also Standard-Patchfläche einmal rüberwärts drin und dementsprechend vom Kugelgewicht nicht sonderlich ausreizbar das Ganze. Hier möchte ich vielleicht noch einen kleinen Punkt ansprechen. 0,28 Gramm würde noch gehen auf Dauer gesehen, mehr nicht. Jetzt einen kleinen Punkt, was immer viele falsch verstehen. Natürlich, ihr könnt jetzt auch in das Ding nur 36 Gramm BBs reinballern, ihr könnt da Druck drauf geben, wie ihr wollt. Natürlich, ihr bekommt am Anfang diese nur 36 Gramm BBs auch gehoppt. Es funktioniert. Das Problem ist aber allerdings, dass ihr dann auf diesen Balken so viel Druck ausüben müsst, dass ihr erstmal unheimlich viel Energie verliert und zweitens wird nach 1 bis 2 Magazinen wird euch das Bucking hier innen drin verschleißen. Bedeutet, auch wenn ich in den Reviews immer anspreche, maximal vielleicht 0,28 oder sowas oder maximal vielleicht 0,3, dann heißt es nicht, dass ihr out of the box Schwere nicht hoppen könnt, sondern es heißt einfach, dass euch das Bucking mit schwereren BBs einfach viel zu schnell verschleißt oder einfach sehr schnell zum Reißen anfängt innen drin. Dementsprechend mit diesem Standard-Bucking, wie gesagt, für maximal 0,28 Gramm verwenden. Ansonsten wird dieses relativ zügig einmal verschleißen. Möchtet ihr jetzt trotzdem höher gehen vom Kugelgewicht und nichts machen mit dem Lever, natürlich könnt ihr auch hergehen und könnt jetzt ein R-Hop-Bucking verbauen mit diesem Tensioner. Ihr werdet natürlich diese R-Hop-Patchfläche nicht effektiv nutzen können. Ihr werdet aber dennoch vom Kugelgewicht ein bisschen höher gehen können, da die Patchfläche einfach größer ist. Wie gesagt, ihr drückt den Radius raus. Natürlich, der Sinn darin geht natürlich verloren. Ihr nutzt die ganze Länge nicht. Aber es wird gehen mit schweren BBs und es wird einfach nicht so schnell verschleißen, wie dieses Standard-Bucking, was hier von Ares drin ist. Und wie gesagt, was ihr da nehmt, ist dann letztendlich einmal euch überlassen. Also auch hier, ja, für Standard, was man halt da benutzt in China oder Taiwan, 0,2, 0,25 Gramm einmal ausgelegt. Für mehr Kugelgewicht das Hop-Up leider nicht ausgelegt, out of the box. Was wir vielleicht noch kurz ansprechen können, ist das Alignment von der Hop-Up-Kammer selbst. Wenn ihr jetzt zum Beispiel euch eine Max oder sowas installieren möchtet, das Ganze wäre zwar kompatibel, aber die Aufnahme im Outer weicht aufgrund der Bauart ein bisschen ab. Das seht ihr auch bei der Original-Hop-Up-Kammer, wie gesagt, letztendlich Standard V2. Diese wird aber im Vergleich zu einer Standard AR15 nicht so weit in den Outer einmal reingeschoben. Seht ihr, die steht deutlich weiter hinten, um einfach den langen Receiver einmal auszugleichen. Hätte man jetzt hier eine V2.5 Gearbox drin, dann würde die Hop-Up-Kammer oder müsste die Hop-Up-Kammer einmal komplett bündig vorne anstehen. Dann sind aber natürlich auch andere Magazine einmal vonnöten, da der Ausgang an einer anderen Position liegt. Hier aber beachten, habt ihr jetzt irgendwie eine Max oder sowas, dann könnt ihr davon ausgehen, dass diese eben im Outer nicht so schön gehalten wird wie bei einer AR15. Bedeutet letztendlich, die Hauptführung von der Hop-Up-Kammer entsteht letztendlich nur hier hinten bei der Aufnahme an der Gearbox und nicht wie üblich einmal vorne im Outer drin. Denn wie gesagt, die sitzt hier nur ein Hauch in diesem Outer einmal drin und dann ist sie letztendlich bereits bis Anschlag einmal drin.
Also hier ein bisschen aufpassen bei der Kompatibilität der Hop-Up-Kammer beziehungsweise beim Alignment oder bei der Aufnahmeübergang Hop-Up-Kammer zur Gearbox einmal hin. Auch hier könnt ihr, wenn der andere Hop-Up-Kammer mal braucht, wenn die irgendwie kaputt ist, auch hier könnt ihr euch orientieren bei dem Ares Update-Video von der Sharps Bros. Da habe ich eine blaue E&C einmal reingemacht. Ja, das war eine blaue E&C, genauso eine Kunststoff-Rotary. Aber ich überlege gerade, da gibt es auch eine aus Alu und ich habe die, glaube ich, sogar da. Sekunde. So, jetzt da, worauf ich hinaus wollte. Wie gesagt, die Hop-Up-Kammer sitzt eben etwas weiter hinten und dadurch passen zwar Standard AR15 Hop-Up-Kammern problemlos rein, aber ihr bekommt bei gewissen Hop-Up-Kammern Probleme mit der Rotation. Hier ein Beispiel. Zum Beispiel Retro Arms Hop-Up-Kammer für M4, M16 Modelle V2. Da seht ihr, Besonderheit bei der Retro Arms oder was ein bisschen schade ist, die hat hier oben keine extra Feder. Bedeutet, die könnt ihr nur vorne über den Lauf einmal nach hinten drücken oder nach hinten federn. Dadurch aber jetzt zum Beispiel bei dieser Ares ein kleines Problem. Die geht zwar bis hier rein, aber ihr seht zum Beispiel, dass links und rechts die Flügel gar nicht in den Outer einmal reingreifen können. Und dadurch wird diese Hop-Up-Kammer nicht gehalten. Bedeutet, die kann hier innen drin frei rotieren. Und das sollte natürlich definitiv nicht sein. So, und jetzt habe ich mir eben vor 2 Wochen eine neue Hop-Up-Kammer mal mitbestellt. Die wollte ich eigentlich testen, bin ich bis jetzt aber nicht dazu gekommen. Und zwar eine relativ günstig gefräste von E&C. Die hat der Bronco, hat die schon getestet, der meinte, die ist okay. Man muss nur aufpassen vom Bucking, was reinpasst. Er hat zum Beispiel so ein Fly 5 in Short reingebaut, also mit einer kürzeren Lippe hinten. Hier aber nur wichtig, ihr seht, die Hop-Up-Kammer hat zum Beispiel hier oben diesen Gewindestift raus. Wie zum Beispiel die Max, die ME auch, hat hier oben den Gewindestift. Und dieser Gewindestift wiederum hilft euch, die Hop-Up-Kammer einmal zu zentrieren. Denn der Outer hat hier oben drin, vielleicht kann man es erkennen, so eine kleine Nut einmal. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel so eine Hop-Up-Kammer hierher nehmt und diese reindrückt, dann hakt dieser Gewindestift sozusagen, der hakt dann oben einmal am Outer ein und dementsprechend kann diese Hop-Up-Kammer nicht nach links und rechts irgendwie wegrotieren. Die wird also über diesen Gewindestift sozusagen gehalten und zentriert. Solche Hop-Up-Kammern sind dann eben einmal kompatibel. Na, gehst wieder raus. So, jetzt da. Also aufpassen, wie gesagt, so Retro-Arms passt nicht. Wenn ihr eine Hop-Up-Kammer findet, die eben oben so einen Gewindestift oder eben hier was raus hat, wo standardmäßig einfach diese Federn da immer drauf sitzen, die könnt ihr hier einmal drin verwenden. Standard ohne die Feder oben, so Retro-Arms, passt nicht, da eben die Flügel etwas zu kurz sind an der Seite. Okay Leute, so, jetzt haben wir alles, jetzt machen wir einmal das Fazit. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Sind wir durch mit dem Video. Es fehlt abschließend wieder mein ganz persönliches Fazit. Einmal zu Ares AR308L in der Deluxe-Version. Fangen wir wieder bei den Punkten an, was finde ich jetzt gut oder wo kann die Knifte überzeugen. Erster Pluspunkt, das ist zwar Geschmackssache, aber Leute, das Ding sieht einfach sowas von sexy aus. Farbgebung, Fräsung in Vorderschaft, Kombination, also das gesamte Design, richtig, richtig lecker. Also wo ich das Ding aufgepackt habe, den Koffer aufgemacht habe, da bin ich schon wieder echt schwach geworden. Richtig, richtig sexy, dieses AR10-Modell aus dem Hause Ares. Wie gesagt, Geschmackssache, ich gebe es trotzdem einmal als Pluspunkt. Zweiter Pluspunkt, natürlich hier auch die Verarbeitungsqualität seitens Ares wieder tipptopp. Keine großen Spaltmaße, ihr habt nichts, was irgendwie jetzt schwingt, scheppert, schwappelt oder sowas. Dementsprechend solide konstruiert, durchdacht konstruiert. Dementsprechend auch die Verarbeitungsqualität tipptopp. Wie gesagt, auch der Übergang, Receiver, die Pickrail da oben, null Versatz drin, kein Spalt oder sowas. Alles passt hervorragend. Dementsprechend Verarbeitung, Passgenauigkeit, gebe ich wieder einmal einen Pluspunkt. So, der nächste große Pluspunkt, und das ist gerade bei diesem Deluxe-Paket, das LPVO hier oben drauf. Das ist von der Qualität wirklich richtig gut, muss man sagen. Absehen unheimlich scharf, schön deutlicher Punkt einmal, auch wenn ihr maximale Helligkeit einstellt. Er überstrahlt nicht, ihr habt nicht außen an den Kanten dann irgendwie, dass alles rot leuchtet oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Es lässt sich sauber einstellen, auch mit den Klicks, mit den Türmen. Wunderbar. Also hier von der Qualität, führt ja dafür, dass es einfach ein LPVO ist, was mit der Knifte zusammenkommt, wirklich hervorragend. Richtig, richtig gut.
würde ich mir gegebenenfalls sogar einzeln kaufen, auch wenn das Ding einzeln um die 200 € einmal kostet. Also gerade im Vergleich zu anderen, weil normalerweise wisst ihr, wenn man sich so einen Airsoft kauft und da ist mal ein Scope dabei oder sowas, da bekommt man meistens immer das Billigste vom Billigsten. Die Dinger sind eigentlich nicht wirklich gut. Hier ist das krasse Gegenteil. Natürlich, das Paket kostet einen Haufen Geld, aber das LPVO, was da oben drauf ist, für eine Airsoft, brauchbar, richtig gute Qualität, gebe ich ebenfalls für dieses Deluxe-Paket das LPVO einmal als Pluspunkt. Ja, kann man geben. So, dann der nächste Punkt, auch hier wieder Ares, EFCS und MOSFET drin. Kann man sich drüber streiten. Natürlich ist es mittlerweile in die Jahre gekommen. Natürlich ist ein Titan besser, ein ASCU oder ein Core von Begadi oder weiß der Geist. Diese ganzen modernen sind natürlich der Zeit ein bisschen voraus. Aber dennoch muss man auch sagen, es ist doch schön, dass ein EFCS mit einem MOSFET einmal drin ist. Wir haben die Zyklenüberwachung, das Ding kann nicht jammen. Auch in der Generation 3, 11,1 Volt, keine Probleme, es raucht nicht ab und es funktioniert doch. Natürlich, man ist ein bisschen limitiert bei den Gears dann aufgrund des Magneten, aber dennoch ist es immer noch schön, dass wir ein EFCS überhaupt drin haben. Denn wenn ihr das mal vergleicht, es gibt auch Hersteller, die sich an einer ETU probieren und die scheitern wirklich kläglich. Ja, nicht das Neueste, aber schön, dass MOSFET, ETU oder EFCS einmal drin verbaut ist, gebe ich auch hier einmal als Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt ist Federschnellwechselsystem, habe ich euch auch gezeigt. Letztendlich Schraube hinten lösen, gesamten Schaft einmal abziehen, Castle-Nut lösen und ihr kommt dann durch die Öffnung, durch das Gewinde direkt hinten einmal an den Spring Guide ran. Und dementsprechend ist auch hier möglich, in ein paar Minuten einfach die Knifte auf das entsprechende Spielfeld einmal einzustellen. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Motor, wie gesagt, wollt ihr jetzt unbedingt 1.8, 1.9 oder 2 haben, würde ich auch den Motor tauschen. Aber wie gesagt, es ist doch schön, dass wir ein Federschnellwechselsystem einmal drin haben. So, der nächste Pluspunkt ist ein bisschen dieses gesamte Deluxe-Paket. Denn wie gesagt, wenn ihr einfach den Koffer geliefert bekommt, ihr macht den Koffer auf, es ist sowas von stimmig, es ist so schön kombiniert einfach, der Schalldämpfer dazu, ihr habt das super LPVO dabei, ihr habt 2 Magazine, ihr habt den Koffer. Es ist einfach ein unheimlich schönes und stimmiges Gesamtpaket für dieses AR10-Modell. Dementsprechend Deluxe-Version oder Gesamtpaket würde ich definitiv auch einen Pluspunkt geben. So, und mein letzter Pluspunkt, ebenfalls dieses AR10-Modell ist komplett beidseitig nutzbar. Feuerwahlhebel, Verschlussfang, Magazinauswurf und dementsprechend auch für Linkschützen gegebenenfalls ein interessantes Modell. So Leute, das soll es gewesen sein. Machen wir weiter mit den Neutralpunkten. Da haben wir natürlich etwas mehr Punkte oder können wir auch ein bisschen drüber, uns ein bisschen drüber unterhalten. Fangen wir an mit dem ersten Neutralpunkt. Kleines bisschen schade, beziehungsweise es ist hart an der Grenze. Bei der L-Version 430 mm Lauf mit einer Standard V2 Gearbox. Ja, wie gesagt, da können wir uns drüber streiten. Natürlich wäre eine V2.5 mit einem 19 Zahn Sector Gear wäre hier natürlich deutlich interessanter gewesen, da wir einfach deutlich mehr Luft im Zylinder einmal hätten und dementsprechend könnten wir in das Ding auch 0,45 Gramm einmal spielen. Hier sind wir ein bisschen limitiert aufgrund der Standard V2 Gearbox. Wie gesagt, bisschen schade. So eine AR10 darf müsste meiner Meinung nach einfach eine V2.5 haben, mit einem großen Zylinder, mit einem 19 Zahn Sector Gear, dass man eben auch schwere BBs problemlos einmal durchdrücken kann. Hier sind wir, wie gesagt, aufgrund der Lauflänge, geht es gerade noch so in Ordnung mit 430 mm. Hätten sie da jetzt einen 509er Lauf reingemacht, wäre es natürlich totaler Crap gewesen. Dementsprechend kleiner Neutralpunkt V2 Gearbox bei einem AR10 Modell. So, nächster Neutralpunkt sind die gesamten Internals. Auch hier würde ich sagen, es ist für eine Ares wieder halt in Ordnung. Es sind die Standard Ares Internals, die wir seit Jahren kennen und natürlich ausbaufähig. Gerade der Motor, wie gesagt, wollt ihr so einen Motor als Ersatz haben, AliExpress 10 € bekommt er ein. Also der zieht die Butter nicht vom Brot, da gibt es deutlich bessere Motoren heute out of the box bei Kniften, die auch weniger kosten. Dementsprechend Überlegung gegebenenfalls den Motor irgendwann mal zu aktualisieren, gerade wenn ihr auf eurem Spielfeld mit mehr spielen dürft von der Energie her. Wie gesagt, dann würde ich gegebenenfalls den Motor irgendwann mal tauschen, achtet aber auf die Ströme. Und dann auch der Pistenhead aus Plaste. Der Piston ist in Ordnung, wie gesagt, auch die Gears würde ich erstmal drin lassen. Aber auch der Pistenhead aus Plaste würde ich gegebenenfalls auch tauschen durch einen mit Sorbopad, habe ich euch angesprochen. Es gibt einen von Syma, den kennen wir aus der SCAR und aus der P90, glaube ich. Das ist ein Aluminium-Pistenhead mit 2 Ohrringen und der hat eben vorne extra nochmal ein Sorbopad im Pistenhead mit drin. Wäre bei diesem Modell interessant, denn wie gesagt, der
Das Sorbopad, was bei diesem verschweißten Zylinderhead innen drin ist, das ist zwar sehr, sehr weich, aber nicht wirklich von der Höhe ausreichend. Bedeutet, bei zu viel Energie kann es gegebenenfalls einmal durchschlagen, irgendwann reißt es dann kann es wegbröseln und dann schlagt ihr komplett auf den Edelstahl auf. Das wäre nicht gut. Und hier kann eben so ein Pistonhead mit einem extra Sorbo vorne drauf, kann hier noch ein bisschen die Shell schonen und auch das Sorbopad in diesem Original Ares Zylinderhead ebenfalls noch mal ein kleines bisschen schonen. Nur aufpassen, wie angesprochen, der ist ein kleines bisschen länger. Da benötigt ihr gegebenenfalls einen Piston mit 14,5 Zähne. Wie gesagt, müsst ihr kontrollieren. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, denn ich habe diesen Pistonhead nicht da. Aber im Hinterkopf behalten, müsst ihr gegebenenfalls den Piston auch noch tauschen. Also Neutralpunkt, gesamte Internals, Motor, ja leider mittlerweile von anderen Herstellern etwas überholt, muss man sagen. So, und der letzte Neutralpunkt ist das Thema Hop-Up. Auch hier könnten wir uns wieder darüber aufregen, machen wir aber nicht. Es ist letztendlich ein Standard-Ares-System, wie man es eigentlich kennt. Bedeutet es Bucking, sehr, sehr weich, Silikon-Bucking. Der Hop ist schön konstant out of the box. Ihr könnt aber nicht auf Dauer schwere BBs einmal spielen. Bedeutet, auch dieses Hop-Up-System ist eigentlich für 0,2, 0,25 Gramm einmal ausgelegt seitens Ares. Und wenn ihr einfach höher geht vom Kugelgewicht, dann könnt ihr zwar dieses Kugelgewicht in Rotation versetzen, ihr werdet aber dieses Bucking relativ schnell einmal kaputt machen. So, und dann ist der nächste Punkt, aufgrund der Hop-Up-Kammer und aufgrund des Tensioner-Systems, dass einfach der Tensioner direkt am Lever mit dranhängt, ist es euch auch nicht möglich, jetzt hier einfach irgendwie einen langen 5 mm Gummi-Tensioner einmal mit einem R-Hop-Bucking zu kombinieren. Das funktioniert also in der Original-Hop-Up-Kammer leider nicht. Braucht ihr hier mehr Infos? Ich habe zwar schon einiges angesprochen, aber braucht ihr hier mehr Infos, schaut euch einfach das Update-Video zu der Ares Sharps Bros einmal an. Da gehe ich sehr detailliert einmal auf dieses Thema ein. So, das soll es gewesen sein. Kritikpunkte werdet ihr euch jetzt wundern, habe ich keinen einzigen, denn ich finde einfach dieses Gesamtpaket, auch wenn es Ares ist, wie gesagt, finde ich es trotzdem in Ordnung. Der Preis, wie ganz am Anfang angesprochen, 765 €, hört sich zwar teuer an, aber wenn man alles mal ein bisschen umrechnet und vergleicht die Preise auf dem aktuellen Markt, geht es trotzdem in Ordnung. Wie gesagt, allein das LPVO kostet einfach Schweinegeld. Der Schalli kostet Geld, Magazin, ein bisschen Koffer noch dazu. Gut, der wird jetzt nicht so viel kosten. Aber trotzdem finde ich, ist trotzdem ein schönes Gesamtpaket. Ein paar kleine Optimierungen und dann ist das Ding, ein paar kleine Optimierungen, wie gesagt, Hop-Up noch machen. Und dann könnt ihr das Ding mit nur 36 Gramm problemlos einmal verwenden. Und habt einfach auch ein bisschen was Exklusives und ein kleines bisschen was Ausgefallenes. Wie gesagt, ich finde das Ding richtig, richtig schön. Muss mal gucken, ob ich gegebenenfalls etwas Kohle auftreiben kann, dass ich mir die vielleicht sogar kaufen könnte. Mal gucken. Aktuell ist echt scheiße. Also, das soll es gewesen sein. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Wollt ihr eure Meinung kundtun? Liebend gern einmal Kommentarfeld nutzen. Hat euch dieses Video gefallen? Like, Abo und eventuell eine Mitgliedschaft einmal auf Patreon dalassen. Würde mich wie immer mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.